Servus, ihr Hascherl. Hier sind wir zum vermutlich letzten Teil der Chicken Police. Pointed Red. Alles auf Rot. Eine Ära geht zu Ende. Nein, eigentlich nicht. Aber noch müssen wir ja ein paar Dinge erledigen. Ich habe jetzt schon Schiss, ey. Ob wir das überleben. Oder ob wir wieder mit Schrot bei Dr. Bubo landen. Das wäre auf jeden Fall sehr witzig. Irgendwie. Aber nur irgendwie. Gut. Gehen wir mal fortsetzen. Wir sind vor dem Atlas Hotel. Wenn wir noch was tun wollen, sollten wir es jetzt tun, hieß es. Wir können ein paar Stationen noch abklappern, was ich einfach tun würde. Ich wäre gern noch mal zum Mullen gegangen. Ah doch, da können wir sogar hin. Na Gott sei Dank. Well, if we have anything else to ask the old beaver, this is the last chance. Hey, don't steal my style. Just learning from the best. Let me give you some advice. Don't. Ach, geht ja schon schön los hier. Hey, old man. Sun's not even up yet, and you're already open? You know what's my secret, sonny boy? What? I never close. Das ist eine gute Devise, nach der sollte ich in Zukunft auch leben. Moment, ich habe aber gar keinen Zeitungsstand. Und schon weiß ich, was nicht stimmt. That clever. How can I help you, lads? I see you're going somewhere. Well, Sonny's going to die. I'm just wrapping up a delicate case. Nett. So, you'll be off to the Westler residency then? You're sharp, old beaver. Well, me dear lads, I'm glad I got to know you. Danke, das ist ja sehr hoffnungsvoll. Hey, don't you start too. That I'm just kidding. So, kann man den noch irgendwas... Oh, guck mal, wir können den noch um einiges fragen. Does the name Albert mean anything to you? I know multiple Alberts, sonny. Which one do you mean? Albert Wessler. I see you're in a funny mood, sonny boy. I'm not joking, Mullen, but I'm surprised there's something I know and you don't. And who is this Albert, anyway? Ibn Wessler's hidden son, maybe? Even better, my friend. His secret twin brother. Oh, you've walked into trouble there. I was hoping you could tell me something useful about him. I can, sonny boy. Avoid him. Avoid the whole Wessler family. Those who happen upon secrets that deep sink without a trace. Mir ist gerade aufgefallen, dass von dem alten Biber, wenn er sich bewegt, die Brille sich mitbewegt. Das ist ja witzig. Well, I used to be a professional swimmer. Didn't you know? Ich wusste gar nicht, dass Hühner überhaupt schwimmen können. No, I didn't. I lied. Super. What do you know about that asylum? What's it called? Since there's only one of those around Clawville, I know which one you mean, sonny. It's an ancient mansion, easily around 100 years old for sure. Or more. But what do you want to know about it anyway? We actually just got out of there. That explains everything. Seriously, what do you know about it? The place is self-sufficient in theory, but in reality, the Crown maintains it. No one knows the exact reason why, but according to gossip, they used to keep someone in there. Someone who was either part of the royal family or just very close to the fire. But who knows? In jeder Legende ist ein Funken Wahrheit. Well, they say we're legends too, and we're standing right in front of you. Am I right? What can I say then? This whole city is full of legends. Das stimmt. This Albert, he had to paint a picture of Natasha at his brother's request. Let me guess. He fell in love with her. Yeah, classic, huh? Then he killed his brother and took his place. Yeah, well, that's a classic too. So, you're telling me who goes by Ibn Wessler is not really Ibn Wessler? Exactly. He's Albert, a dangerous lunatic with multiple personality disorder.
Es ist schön, dass wir das jetzt alles gerade mal mullen so erzählen, damit jemand unsere Geschichte weitererzählt, falls wir wirklich draufgehen. Lads, I guess that Miss Marble's going to write another one of those novels about this. You mean Meredith? Oh, that's just what we need. Die hätte ich auch gern kennengelernt. Once you sold your soul, it's too late to cry about it, sonny boy. That's what I keep telling him. Do you know Dr. Quetzal? Do you mean Professor Quetzalcoatlus? Yeah, now you laugh at this, but we went to university together. Oh, interessant. You did what? Do I not look the type to you? No, well, I didn't mean that. I just didn't know you went to university. I studied psychology, sonny, only I forgot to graduate. That's when my father died. Ja, das kenne ich. Den Abschluss vergessen zu machen, das kenne ich sehr gut. So that's why you know the animals so well. No, I know them well because I have a newspaper stand and I talk to hundreds of animals each day. And I listen to the everyday problems of almost all of them. There's no better lesson in animal studies. Das stimmt. Oder arbeitet in einem Restaurant. Die Leute erzählen dir alles. You surprise me every time, old beaver. And what do you know about him? Can he be trusted? You're afraid he screwed you? He looks like a terribly dishonest snake, but don't let your prejudices overshadow what your wattle tells you. Quetzal's one of the kindest-hearted and most honest animals I've ever known. Okay. That's good to know, Uncle Mullen. Or rather, Professor Mullen. Hey, don't get cocky with me, little chickie. Ach ja. What do you know about the Wessler Mansion, Uncle Mullen? That if you're about to go there, bring a tank with you. Or two. Ja, den habe ich auch in der Garage stehen. Dangerous, you mean? Dangerous? That's a fortress, so it is. Giant walls, watchtowers, and of course, Wessler's hired thugs are waiting for you there. Yeah, sounds great. Ja, genau Martys Ding. It's a beautiful place, I must admit. At least you'll kick the bucket with mouths hanging open in wonder. Das ist doch die beste Art zu sterben. Klotz, That's something. Good attitude, my lad. Keep it. And good old Mullen is still on duty. Eternal, like the Knights of Clawville. And the pain in my back. Got any good advice? I always have some for you, lads. Don't get shot, for example. Das ist der beste Rat, den wir in diesem Tag gehört haben. That's very wise advice. Why haven't you told us before? Could have saved Sonny some painful memories. If you carry on like that, Marty, you too can learn how it feels. You too. Nehmt euch ein Zimmer. Ach ja. Gut, da waren wir. Da gehen wir jetzt auch noch mal hin. So, we're looking for more evidence? No, I was just thinking we could take another look. You know, just in case. Okay, sure. But Don't even ask, Marty. you're really becoming sentimental. One more word and I swear I'm... Yep, I'm gonna shut it. Ach ja, können wir da You reingehen? don't want to go in there just like that. It's a closed crime scene. I hope you're just messing with me, Marty. Of course I'm messing with you. Let's get inside there and see how much the boys have messed up the place. Hey, wir dürfen tatsächlich rein. You know, Wow. Sonny, when we entered the room and saw the girl, Deborah. yeah, her body, I called you every name in the book inside my head. I just had enough, you know? I wanted to quit. What kept you with me? Was it just curiosity? No. Downfall, boss. I wanted to be there when you met your end, get humiliated or even shot. Boah, ihr seid echt Best Buddies for life. Wow. Well, thanks for your honesty, Marty. But then everything changed on the ship. On the ship? Why there? I don't know. Being tied up with you, waiting for certain death. I know I lashed out at you, but in truth, I felt there was no place I'd rather be. It was my place on that fucking burning ship with you,
even if we both died there. Know what I mean? I think I do, Marty. I think I do. Oh. Oh, wir haben eine neue persönliche Information doch noch gekriegt. Oh, Jungs, umarmt euch doch einfach. So, I guess there's nowhere to go but forward, huh? Nothing left to do but kill a rat. As the chicken police. For the last time? For the last clucking time, partner. Swear? I swear. Und morgen stehen wir wieder irgendwo. Ich meine, er hat ja immer noch 120 Tage, ne? Bis zur Pensionierung. All right. Let's hit the road. Schatten der Vergangenheit 2. Wir haben einen Triumph. Cool. Und wir haben noch was von Marty erfahren. Dann wollen wir mal gucken, was wir über Marty erfahren haben. Wie es scheint, hat sich Marty all die Zeit nur dumm gestellt, um erleben zu können, wie der mächtige Santino Featherland zu Fall kommt. Ehrlich gesagt kann ich ihn verstehen. Und ich glaube, ich hätte es auch verdient. Oh, er liebt euch wirklich. Ach, wo waren wir jetzt noch nicht? Da waren wir noch nicht. Vielleicht schwätzt ihr das Insekt jetzt zum Abschluss noch. You know, Sonny, few places are as cozy as the hop dog at dawn. You have a point. The silence, the fog, the sunshine slowly devouring the sleeping city. The smell. Yeah, the Cobbler district has its own distinctive aroma, that's for sure. But wait, do you smell that? Ah, it seems Zip is ready with the first batch of coffee. That's waiting only for us, my friend. Unser Insekt ist weg. Und das Insektennest ist auf einmal ganz ruhig. Was sind hier? Ich hätte so viele Sachen noch so gerne hier in dem Spiel gemacht. Town stirring. Thank the gods we're not going to be here when it's fully awake. I think the buzzing of the hive has its own charm, you know? Yeah, from afar, on a postcard maybe. But for real? Oh, thanks but no thanks. Ist Zip wieder drin? Ah, old Zip's finally come to his senses. I think we may have got to him. We get to everybody, Boss Bird. Everybody. It's a pleasant surprise, that's for sure. It's a pleasant... Okay, wir können nicht reingehen. Okay. Schade. Doch, Moment, da ist der Eingang. Well, he's out. He's brave indeed. Or an idiot. Ja. They're often the same, Marty. And you should know. Zippy! Let's say hi to the old trash panda. You mean a last goodbye, right? Hello, Zip. I see they kicked you out. You know, Sonny, they told me I could stay in there for 48 hours if I wanted. Well, maybe you should have done that. Shit, I had enough. Fuck it. You understand? When you interrogated me, you opened my eyes. I don't give a shit about him, about Wessler and his henchmen. Let them come if they want. It's not gonna be easy for them. You can be sure of that. Hast jetzt auch Martha unter dem... Ah, nee, Bertha, nicht Martha. Hast du jetzt Bertha unter dem Tresen? Bertha 3. Obwohl, in deinem Fall ist es Martha. That's the Zip we know and love. Thanks, Marty. So, why are you here? One last coffee before the end. Are you going to get him? We don't have a choice, Zip. We're grabbing the rat by the tail. No screwing around. No playing it nice. Ah, I see Ibben's really got to you. Just Sonny. I'm like this all the time. Yeah, that's true. Können wir noch... Ah, nee, mehr gibt's nicht mehr. And Schade. what do you expect will happen when you get there? They'll either let us in, or we'll blow open the doors and go in guns blazing. How hard can it be? Sollen wir mal kurz noch die Bombe holen, die noch im Polizeirevier rumliegt? Well, I'm not sure you know what you're up against, boys, but it's your funeral. I'm just glad I got to know the legendary chicken police. Hey, don't write us off yet. I'm just getting ready for all possibilities, Marty. Hey, chicken coppers.
Yeah, Zip? Take care of your feathers for me, okay? Oh. Will do, Zip. Don't worry. I'll protect this smelly old bird. Ach Gott, ist das schön. So, da waren wir schon, da gehen wir gleich hin. Bubus Wohnung. Okay, Bubus Wohnung. Ah, Ursula ist wieder da. Sometimes I think about what a hot and popular gal Ursula used to be. Oho. No hard feelings? What can I say, boys? I have a big, soft heart. You sure do, Ursula. Would you like a nice hot cup of tea? No, thanks. We just came to say goodbye. Why? You going somewhere? Traveling? No, we're just visiting a nice place in the city. Sonny's gonna die. Einmal mit der Tür ins Haus, bitte. Shut up, Marty. Halt den Schnabel, Marty. So it's a case. Well, be careful, boys. And I'm sorry I snapped at you the last time. You don't need to say that, Ursula. We deserved it. You're a good boy, Sonny. And Marty's a downright saint. Marty, ein Heiliger. Du mich auch. Oh, come on, Ursula. Stop that. How is the old owl? He's old and grumpy. But he's always like that. Wait a minute. Isn't he supposed to sleep now? He is. I mean, Reginald's never truly asleep. Not entirely. He just shuts down. Even now? Yes. I gotta see that. Ja, ich auch. The old owl looks a bit tired. Us too. I'm not sure I dare look in the mirror right now. Ah, servus, Chat, hallo. Don't do it, Marty. Hey, Bubo. Hello, old man. Is he asleep? But his eyes are open. Ah, okay. Komisch. Bubo! Hey, what is it? I wasn't sleeping. You were something. What the hell are you doing here, chickens? Okay. Komische Dinge, aber sowas kenne ich. Das hatte ich auch letztens mit meinem Spieler-Account für Final Fantasy. Hat auch nichts mehr gepasst, obwohl ich den richtigen Namen und das richtige Passwort hatte. Ja! So. Sonny wanted to say hi before he suffers an unpleasant death of lead poisoning later tonight. Oh, ihr seid so zauberhaft. Would you shut the clock up, Marty? You're not funny. I am a little bit. You're going to Wessler's, huh? Bingo. We're gonna put an end to this madness. Ooh. Or you're stirring up an even bigger madness, am I right? Well, that's always a possibility. Get yourself killed for all I care, but don't come here covered in blood, because I'm not gonna open the door for you, I swear. Oh, thanks for the support, old fart. Don't mention it, you old gizzard. Ach ja. Wir haben noch mal ein paar Infos gekriegt, das finde ich schön. Einmal von Bubo. Die Welt ist wieder im Lot, Ursula ist wieder da und Bubo ist noch immer ein unerträglicher, mürrischer Uhu. Das Gleichgewicht des Universums ist wieder hergestellt. Ach, wie schön. Und da ist auch gleich Urs. Wie es scheint, hat Ursula wieder den Weg zu Bubo zurückgefunden. Was soll ich dazu sagen? Liebe kann eine mörderische Bestie sein. Passt. Okay. Tja. Da waren wir jetzt überall. Atlas Hotel. Dann quatschen wir doch mal mit allem, was da rumkreucht und Should I fleucht. say it? I know, Sonny. I can still get out. But you won't. On the beak. Thanks, pal. Forget about it. I'd be bored to death otherwise.
Und wie komme ich jetzt hier wieder raus? So? Ah ja, hab's. Okay, was haben wir hier alles? Das Hotel Atlas, neblige Straße, Kofferraum. I see we're ready. You'll need a shotgun for this kind of deal, Marty. Maybe even that won't be enough. Nothing to fear while Bertha's here. Even less because you're here too with Mr. Sinclair, of course. Das war ein schöner Satz. Nothing to fear with Bertha is here. Das war schön. Should I cry? That would be nice for a change. So, was haben wir denn hier alles? If our theory's correct, this photo will hurt more than a bullet. That's the plan. Do you think that'll be enough? Enough evidence. Not in the slightest. That's why we go unannounced. And with big guns. Exactly. I like this new Sonny. There is no new Sonny. Just the old ones had enough. Auch gut. You think you'll need your fake badge? I never needed a badge, Marty. What a punchline. It's more like a kind of good luck charm. It reminds me of who I should be. And? Does it work? No, Marty. Not really. If we survive this, can we crack this open? I'd rather keep it for a really special occasion. Aber wir überleben, nur ist kein Special-Moment, na klar. You're saying I'm not special enough? Yep. I was joking. If we survive this, we'll drink it to the last drop. Now you're talking. Hallo, Mr. Sinclair. It's a little outdated, but I understand why you're so attached to it. It can pierce the skin of a rhino, Marty, and the rust brings back memories. I'm a man of bad habits. You know, sometimes I feel like I'm one of your bad habits. Ja. Rest assured, Marty, you are. Sag ich doch. Bertha! Ah, Her Majesty Bertha II. My drumstick still hurts every time I see her. Be glad you're alive. Bertha rarely leaves witnesses. Okay, noch irgendwas? Nein. Was haben wir hier noch Schönes? Eingang, das machen wir später. Louis, Marty, Hotel Atlas. I never thought I'd ever look at this place and think of it as home. Life's weird, isn't it? I didn't think that after what I did to you, we'd work together again. You mean when you shot me? You know I had my reasons, Sonny. Yeah. Have I ever, apologized? I don't think so. Then let's leave it that way. Hey, I apologize for shooting you, Boss Bird. That's okay, Marty. It happens even to the best of friends. I'll remember what you've just said, and I'll never forget it. Yeah? Well, don't try to take advantage of it. Who, me? What do you think of me? Ach ja, neblige Straße. This fog's almost impenetrable. Strange, but somehow this time I feel it's a good omen. Really? How come? I don't know. It's like the light at the end of the tunnel without the light. Oh, you're not getting ready to die, are you, old man? If we're going on a suicide mission, I think I should know. Why, haven't I told you yet? Pass auf, gleich kommt Harley Quinn um die Ecke und macht mit. You're not funny. So, dann gehen wir mal das alte Hasi bequatschen. Haben wir hier noch was? Nüpp. Louis, mein Freund. Louis became kind of part of the team in the end, didn't he? You mean Leopold? God damn it. Did I mess that up again? No, I'm just joking. You said it right this time. Huh. Hey, Louis. You weren't awake all night because of us, were you? I've never been this excited, Sonny. Seriously, it is a great honor to be part of the team. What is it? You, Louis. You don't stutter anymore. What? Just now, you didn't stutter. Not even a little. Oh. I must be exhausted. It happens sometimes. And it's back. So, thanks again, Louis.
You always get us out of trouble. Come on, boys. Don't even mention it. It is me who is grateful to be a part of an adventure of the chicken police. Jetzt stottert er gleich doppelt so viel. Maybe the last one, too. Hey, Sonny. Don't spoil his mood. He's so cute. Pardon? Nothing. 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 Heißt du auch Leopold? Jetzt bin ich etwas irritiert. Mein Opa hieß auch Leopold. Und da gibt's ein schönes Lied. So, you're going now to confront Mr. Ah. Bei meinem Opa war es der Vorname. We have no other choice, Lewis. We're gonna see it through to the end. We've already come this far. You're brave, gentlemen. I'm honestly impressed. Ich muss mich entschuldigen, Louis, dass ich dich verdächtigt habe. Well, the rabbit's onto something. This isn't about money. Not about courage or pride either. It's simply... Stubbornness. Mostly, yeah. It hurts even to think about it. But without this feather duster, it wouldn't have worked. Look, Sonny, I think if we go now, there's no turning back. Not today, at least. So, are you ready? I'm still thinking about it, Marty. Jetzt geht's los. I just realized. Ibn at the Tsar Club. Yes, Marty. Albert's been Ibn for a long time now. Do you remember what Natasha said about him? That he's been acting strange recently? Exactly. Like, he's not himself anymore. It was almost hitting us in the face, huh? Don't blame yourself, Marty. We couldn't have figured that out just by ourselves. The whole story's too twisted for that. Well, it's how we make our living, Sonny. And I'm sure we'll have plenty more twisted cases to come. Who knows, Marty? It's not up to us. It's mostly not up to us, in fact. Yeah, right. Und mal wieder die vierte Wand durchbrochen. Do you think the asylum was in on it? I mean, covering up Albert's disappearance? You know that reptiles give me the creeps. One of them even set fire to that ship. But oddly enough, the doctor seemed honest to me. He seemed like a patient to me. Seriously, I thought everyone was crazy in that place. Das ist aber ganz normal. Wie ich schon sagte, Genie und Wahnsinn, da ist ein ganz schmaler Grat dann zwischen. Yeah. Whoever fights monsters should see to it that in the process, he doesn't become a monster. Are you still talking about the doctor? Good question. So, what's the plan? We shove the letter and our theory in his face and see what happens? Something like that, Marty. I think our presence will be enough for the truth to come out. I really hope you're right, Boss Bird. We have no other choice. So I hope so, too. Do you think it's a love triangle? I mean, could Natasha love Albert as well? Good question, Marty. But I don't think so. When I first spoke to Natasha, she told me she loved Ibn in her own way. In her own way, huh? And could she love two rats in her own way? Maybe. Maybe she even suspected the truth, but didn't dare admit it, even to herself. Ich würde gerne dieses Bild von Natascha sehen, was verschwunden ist. So, what do you think, now that it's clearer? I don't know, Marty, but I believe Natasha didn't mean to be bad. Not intentionally, at least. I'm not as sure of that as you are, boss. But we'll find that out pretty soon, I guess. I think Natasha was very much aware that wherever she goes, disaster follows her. But it's not her fault, and she can't do anything about it. There are people like that. Really? You don't say. Someone remarkably similar came to mind right now. Ich glaube, der steht dir gerade gegenüber, kann das sein? You mean me, right? Who can even read minds? Woo! Maybe you're right, Marty. Maybe you're right. Tja, Leute,
ist ja so ziemlich am I hope Ende. he'll be okay this time. Because if he gets hurt, Laura will literally tear out my throat. Ich möchte wissen, was Laura für ein Viech ist. Okay, so when you feel we can leave, just point to the place on the map and we'll be off. Thanks, partner. I'll do that. Aber es gibt wirklich so viele Sachen in dieser Story, die mich wahnsinnig interessiert hätten und was dabei rauskommt. Dieser komische Fleischhandel mit diesem Nicht-Fleisch. Ich hatte die ganze Zeit so eine Vermutung, dass da noch so eine Story kommt, dass zum Beispiel irgendwie die Insekten verschlachtet werden, keine Ahnung, und das dann als Nicht-Fleisch verkauft wird und Marty dann erstmal kotzend in der Ecke liegt. Dann eben generell hätte ich sehr gerne mal mit ein paar Insekten gesprochen. Oder dass wir halt mal in die Insektenstadt müssen. Dann gab es da diese Storyline mit Hector dem Dritten, also mit dem König, dem Fuchs. Gut, wir sind nur einfache Polizisten, einfach zum König gehen wäre nicht gewesen, aber wir haben Laura nicht kennengelernt, wir haben Molly nicht kennengelernt, wir haben Tessa nicht kennengelernt. Es gibt so viele Charaktere, die ich wahnsinnig interessant finden würde, die auch noch kennenzulernen. Also ich bin für einen zweiten Teil, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn es strange ist und irgendwie seltsam abstrus, mir hat Chicken Police jetzt sehr viel Spaß gemacht. Okay. Ja. Also, keine Ahnung. Did you forget anything, Sonny? No, I just thought I'd take a look. Might be the last time I see it. You becoming sentimental? Who knows? Maybe I am. Ja, gell? Oh, that's cute. Neuerdings findet Marty alles cute. So. Huh. Maybe I am really Meredith H. Marble. Buddy, you really need a secretary. I thought about it too, Marty, but I'm still searching for a lunatic who'd take the job. I'm sure Lewis would do it. I'd love to see him in a fancy little skirt. Alter. Moron. But at least you finally managed to remember his name. Really? Shit. I was trying to say it wrong. Ach ja. I've had enough stimulation for today. 119 days left, Marty, and I'm out of here. As soon as I get my discharge papers, I'm leaving for the wilderness. You know, I envy you a little. It's not going to be the real thing. Not on my own. Oh. Why don't you take Natasha with you? Huh. What are you even talking about? Come on, Sonny. Cut the act. Aha. Aha. Was erfahren wir denn da jetzt noch? Abandon hope, all ye who enter here. Marty hat Herr der Ringe gelesen. Very funny. Funny, because it's true. So, warte mal, da wollte ich noch was wissen. Das da wollte The ich. blue side of the moon. So, you know him after all. Of course I know him. It's M.B. Davis, the greatest musician ever. But sometimes it's just fun to tease you, boss. I'd like to know how many times you did that to me. You see, I can still surprise you even after 10 years. Oh. Oh, ein Shooter mit Marty als Hauptfigur. Boah, das wäre mega. You know it's just 9, don't you? Of course, I know. We've done a lot of stupid things over the years, huh? More than we should have, that's for sure. Well, memories grow more beautiful with time. Today, I think what we did was done right. It's a miracle we didn't burn down the city. You see? We're getting better. I guess everything's about selfish reasons in the end. Many heroes become heroes out of selfishness, Marty, but not all of them. There are many unsung heroes, too, who already knew that nobody was going to hear about their deeds. I hope you're not talking about us. No, Marty, we're not heroes. Yeah. Well, I don't even know what to think. I wouldn't like to be in your place, Sonny.
but this doesn't change the things that already happened, you know? Your memories remain the same. Easy to say, Marty, but I feel like nothing's the same anymore. Even my fondest memories have been stolen from me. You mean she stole them? Yeah. Maybe you should look for her. You know, you could find her. You've got the connections. I could have done it already. Maybe I was too cowardly. Maybe you should go back to the nursery school. I know you're just clucking with me, but believe it or not, I've thought about it. And what's keeping you? I can't stand children. I can't talk to them, I can't drink or smoke with them. I just don't know what to do with them. Er klingt gerade wie mein Bruder. Als ich damals ein Kind gekriegt hat und irgendwann mal zu ihm gefragt habe, ob er auch mal drauf aufpassen würde, weil er der Onkel ist. Was hat mein Bruder geantwortet? Jo, wenn er dann alt genug ist, um mit mir einen saufen zu gehen, dann passt er auf ihn auf. Und ich habe mir nur gedacht, ja, dann braucht er auch nicht mehr auf ihn aufpassen. Oh, yeah, that's quite a problem. Okay, das haben wir auch. Der Schrank noch. What are you hiding in there, Sonny? You know, it's funny, I have no idea. I lost the key. You want me to open it for you? Don't shoot my cabinet, Marty. Okay. Ich habe deinen Schlüssel, habe ich jetzt leider gerade überklickt. I'm pretty, am I? Ja. I simply can't take my eyes off you. Good. Nehmt euch ein Zimmer, aber nicht das Stinkende da hinten. You know, pulling the trigger was the toughest decision of my life. You mean when you shot me? Yeah. But it wasn't hard, because you thought you'd kill me. Not at all, Sonny. I knew you'd survive. I wanted it to be a permanent injury and hurt like clucking hell. But I knew that everything would change from then on. That something was gonna break between us? Yeah. And that I was never gonna be the same either. With that shot, I also gunned down who I was, you know? It really did hurt like hell. I know. I almost bled to death. Almost was the goal. And? Did you manage to forgive me since then? Well, what hurt me wasn't what you did. I mean, of course it did, but what hurt the most was you not trusting me. That you didn't believe me. Not until you pulled the trigger. At that moment, I knew you were right. Ah, Cluck. Könnt mir bitte jetzt mal sagen, was hier eigentlich passiert ist? Yeah, Cluck. All right, enough sentimental crap. We have an insane rat waiting to be put behind bars, and a woman you gotta get. What? Come on, Sonny. Even a blind bat can see it. Oh, well. Cluck again. Yep. Aha, aha. Erfolg freigeschaltet, Schatten der Vergangenheit 2. Hatten wir das nicht gerade eben schon mal? So, wir haben noch mal ein paar Infos gekriegt. Die wollen wir uns doch gleich geben. Wir erfahren so viel Zeug noch. Das ist Wahnsinn. Verdammt, ohne dich hätte ich nichts erreicht, Partner. Bestenfalls lege ich jetzt mit Betonsteinen auf dem Grund der Zeitläufe. Oh, nochmal was von Louis. Louis ist fast so etwas wie das dritte Mitglied unseres Teams. Wir haben berücksichtigt, wie oft er uns aus der Patsche geholfen hat. Ich weiß nicht, wie ich ihm jemals danken soll. Oh. Und Orte? Da, letzter Ort, der uns noch gefehlt hat. Ein hübsches Herrenhaus irgendwo am Ende der Welt. Als millionenschwerer Gangster gehört es zum guten Ton, so etwas sein eigen zu nennen, was? Mhm. Tja, ich glaube, dann haben wir so ziemlich alles gesammelt, was geht. Bis auf die Bücher. Uns fehlen ein paar Bücher. Naja, kann man jetzt auch nicht ändern. Ich werde es vermissen. Aber gut, raus hier. Sind wir bereit? Nein. Liegt hier noch ein Buch rum? Warte Do you mal. remember that case with the goat? Which one? When that demented wolf devoured the kids of a young goat mother, and in revenge, she cut open his stomach and filled it with rocks. Das stimmt. Tieren und Federn am besten. Guck mal, wir sind hier in einem Märchen. Do I remember? I'll never forget it. Hell, that was a slaughterhouse. As far as I know, she even took the remains of the kids with her. But how did that come to mind? This was that shop. The goat mother was running it. They found the dead wolf.
in here. Mit einem grausigen Ende allerdings, dieses Märchen. This? This one exactly? Good gods. Yeah, before it was closed down, when there was still some life here. Not even that now. Just the void. Yeah. Spooky place, that's for sure. Still, I love to live here. Sonny, you're creepy. Ah, schön. Gut. Dann haben wir alles. Wir haben alles abgesucht, was geht. Dann geht's jetzt los in die letzte Etappe. Oh, Bunny Boy. Okay, sind wir bereit? Werden wir Albert jetzt mit dieser ganzen Sache konfrontieren? Ich muss erst einen Schluck Tee trinken. Und ich habe mir ein Glas Met gerichtet, nur für den Fall der Fälle, dass ich dann nachher auf das Spiel anstoßen kann. Yep, das werde ich tun. Der Marty-Panzer ist bereit. Wartet. Ich hab Schiss. The sun was shining, and all the ducks were in a row. I felt ready. The pieces of the grand puzzle were laid out on the table. I just needed to piece them all together. A revealing glance or a careless word, and I'd have the answer. I knew we were in the right place. I knew it was nearly over. Was Natasha really just a victim? Or did she know everything? Was she controlling the puppets from behind the curtain? Well, if you don't know where to go, go straight ahead. What could possibly go wrong? Ja, das ist der Satz, wo immer alles schief geht, wenn man den sagt. Oh Mann. Here I am, Natasha. I hope you're waiting for me. Wow. Ich bin gerade überrascht, wie viel Farbe es hier hat. Furry gods. I knew he was rich, but wow. Half the city is in his hands, Marty, and half the Council of 12. I think we'll catch a big fish today. Don't count your chickens. I'm sure Wessler's expecting us. And Natasha too, I hope. Also, Sunny, du hast echt einen Schlag auf Natascha, ne? Gut, das habe ich schon vermutet, als sie damals auf der Bühne stand und du erstmal nur noch gestarrt hast in ihre wunderschönen grünen Augen. Deswegen ist auch das ganze Anwesen jetzt grün. You hope? If I'm right, she could be our only chance of survival. Lovely prospects, huh? I've had worse. Really? Oh mein Gott. Ist das hier farbig? Ich bin das nicht mehr gewöhnt. Alter, können wir das mal kurz alles grau painten oder Sepia irgendwas? So, was haben wir denn hier? Turm, Eingang, Villa, Rattenritter, Gewächshaus. Jo, fangen wir mit einem Rattenritter an. Huh, one of Wessler's ancestors, maybe. Wessler's ancestors were poor cobblers. More likely, this represents what he thinks of himself. I wonder how chivalry is compatible with organized crime. Nein, Diluin... Ach nee, wir sind ja bei den Ratten. Stimmt, Diluin, bist du das? Ibn was planning to leave the underworld. When his twin brother tore out his tongue, poked out his eye, killed him, and took his place? Yeah. Schön. Is this a mansion or a grand palace? Or a small city. Well, if it comes to hide and seek, old Wessler will have an advantage. A serious advantage. What the hell is it? Water tower? Turret? A frickin' lighthouse? I think it's a monument to an enormous ego, Marty.
Ja, großer Turm, kleiner. Well, anyone who builds a tower this big must be trying to compensate for something. Danke, Marty. Genau das habe ich auch gerade gedacht. Or he just has too much dough. Ja, das kann natürlich auch sein. Gewächshaus hatten wir da hinten noch. Oh, this place has its own greenhouse. What do you think's inside? Eine Orangerie. Ich war als Kind so enttäuscht. Ich war in einer Orangerie mal zum Essen. Und es gab nichts mit Orange. 100% humidity and unbearable heat. Oh, not like that. Could they be growing rarities in there? Or maybe some chicken-eating giant flower monsters. Audrey? Audrey 2, bist du's? What? Oh, you just made that up, right? Nah, I'm sure there's no such thing. Haben wir noch was? Nein, das... Ah, doch, schicker Wagen haben wir noch. Quite the steed, isn't it? Seems nowadays organized crime pays well in Clawville. Are you surprised? The chicken police retired. Entschuldigung. Eieiei. Ich kann nicht so schnell stumm schalten, wie ich niesen muss, ey. Well, they say the team's back together again. Dankeschön. Nah, that's impossible. Oh yeah, it's true. So. Und damit haben wir alles abgedeckt. Dann geht's jetzt rein. Hoffentlich überleben wir das. Hey, not so fast, chickens. Hey, Gabriel, du lebst auch noch. Please excuse my partner. We didn't mean to be rude, it's just his terrible habits, as you may already know. So, was haben wir denn hier Schönes? Eingang. Auto. Gabriel. Ah, mit ihm kann man nicht reden? Fenster. Okay, wir können nur mit Gabriel reden. Look who's here. What a surprise. Our biggest fans. What do you think? Should we give them our autograph? Blutig auf dem Rücken. Das wär's ja. Bill oder Bob, wie heißt du jetzt, mein Freund? Ah, look what the cat dragged in. Funny, I don't recognize them. Well, maybe if they had some guns with them? Tommy guns? Oh yeah, now I remember. The two suckers in the luxury van you shot to pieces. Twice. Exactly. What are you doing here, chickens? Would you like us to finish what we started? We'd love to have fun with you boys, but we need to talk to your boss. And while we're at it, the lady of the house is also expecting us. Is that so? Yeah, that's so horny. Horny. In that case, I guess there's no reason for us to waste your precious time. Isn't that right, Gabriel? Get the hell out of our sights while there are still feathers on your skin, chickens. Easy, pal. We're not even here anymore. Until next time, boys. Please tell me there's gonna be a glorious shootout. If we're lucky, Marty. If we're lucky. Do you sense that, Sonny? I do sense something. A case of hyper-stupidity. And utter incompetence. You're right. Don't shit with me, you foul. It won't work well for you. I'm afraid my partner speaks the truth, gentlemen. Such tall and handsome creatures, aren't they, partner? Sure are, partner. Okay, da kriegen wir wohl nichts weiter raus. Mano, ich hätte gern gewusst, ob du jetzt Bill oder Bob heißt. Hey, guck mal, ich schieße dir jetzt durch das Hirn. Da bewegen sich sogar die Augen, wenn ich das mache. Wir können hier nichts anklicken. Nichts anklicken. Auf Glock auf, Mann. Dann geh mal rein. This must lead to Wessler and Natasha's suite. Let's get the big guns out and kick the door down. No need for that, Marty. We'll wait until they invite us in, like real gentlemen. Then maybe we'll need the guns. But I hope it won't come to that. Wie oft werden wir sterben? Ich nehme Wetten an. Oh, my trigger finger's itching, Sonny. Someone's gotta pay. Relax, Marty. Someone is gonna pay. Tonight. Yeah, just don't let it be us.
So, Architektur, Olivia, Wände. Ist immer schön. Und Treppe. Wände. Ich schau immer gern It's Wände an. like the vegetation's trying to suffocate these beautiful walls. Maybe it will. Maybe in 100 years, nothing will be here but plants. An endless, planet-sized jungle. That's quite a dark thought. Yeah, it is. Architektur. This place is incredible, but it kinda gives me the creeps. Because you know what lies behind the beauty. With Natasha, too? I haven't decided yet. Dann wird's. Treppe geht dann so. Okay, dann haben wir noch Olivia. Sonst haben wir's, ne? Ja, Olivia. Hi, Olivia. Huh. I wasn't expecting to see Olivia here. She's real close to Wessler. But how much does she know? Much more than me, I guess. That wouldn't be hard. Hi, Olive. Ah, what a pleasant surprise. Hello, Olivia. Sweetie. Get lost. Whoa. What did you say, ma'am? Turn around and get the hell out of here now, if you want to make it out with feathers intact. Come on, Olivia. Don't worry about us. We know what we're doing. Martin. Huh? Don't you get it? You have to get out of here or you'll be in danger, and also her. Do you mean Natasha? Please calm down, miss. We have to talk to Mr. Wessler and Miss Katsenko. You really don't understand, do you? Oh. What do they not understand, Olivia? So, what is it exactly that our guests don't understand? I was trying to tell the detectives that Mr. Wessler's very tired and doesn't welcome guests this early. He gets rather irate if he's being disturbed at this hour. I'm sure Mr. Featherland and Mr. McChicken can wait here while Ibn refreshes himself. I'll entertain them until then. Thank you, Miss, Katsenko. Please, Sonny. I thought we've already discussed this. Call me Natasha. Genau. Please, Natasha, can we talk to you in private? Martin? It's all right, Olivia. These gentlemen are my friends. Yes, Miss Katsenko. Oh mein Gott. Aber ich will jetzt einfach auf die Treppe drücken. Not yet. First, we should talk to Natasha. Und vorher hätte wahrscheinlich... You're right, Sonny. Naja, wahrscheinlich hat sie gesoffen. Nein, das war schon ihre Stimme. I tried to warn you. Thanks, Olivia? Okay. You know, I had a dream before we came here. I saw Natasha with a bloody mouth and red claws. And? What does that tell you? I don't know, Marty. I admit it. I haven't been this on edge for a long time. Okay. I'm just angry. Truth is, I'm not entirely sure why. Your sense of justice kicking in? More like my sense of don't fuck with the chicken police. Okay. The truth is, Ibn isn't really in a good shape today, gentlemen. He's rather furious. Are you sure this can't wait? You commissioned us, Natasha, and we barely escaped with our combs intact. So you know who left the threats? Oh, we know much more than that, Natasha. We even know where you used to work. We talked to Madame Zavas. Wild gods! Why didn't you tell us? Do you think it's easy for a woman to talk about such things, that she used to be an escort? Along with Molly? So you know. Yeah, I know, Natasha. I also know all of this was a trap. Believe me, I tried to handle things the least painfully I could. You weren't even supposed to know. A lot shouldn't have happened. Poor Deborah shouldn't have had to die. Dear sweet Deborah. Cold, stiff Deborah.
Please don't say that. A price worth paying? You cannot think I had anything to do with that. You just cannot. I don't know, Natasha. Please, Sonny, tell me, what is going on? You have to know, right? Please. Excuse me for making you wait, detectives. I'm having a rough morning after a long night. Ah, hallo. Is that so? Our night was also kinda long. To put it mildly. Ich hab echt Schiss, was jetzt passieren wird. I was just telling the gentleman that you were exhausted, my dear, and they should come back another time. I'll escort them out. Oh, honey, no need for that. My door's always open to the legendary chicken police. Please, come on in, guys. Let's talk in my room. Then this way, please. You just stay here, my darling. I'm sure our conversation will bore you to death. Please, go and refresh yourself, or tell Olivia to go make some coffee. Yes, dear. Whatever you like. Die hatten eine wilde Nacht, hä? Please, follow me, gents. Lead on, Wessler. So long, sweetheart. Goodbye. Oh mein Gott. So. Da ist das Bild. Teures Bett, Fenster. This estate is rather impressive, Mr. Wessler. Well, thank you. I suppose it took years and years of cumbersome work to build it. Yeah. As you say, Mr. Featherland, I'm rather proud of it. You should be. Whoever built this place has a reason to be proud of himself. Are you trying to say something, sir? No, just thinking aloud. Nachttisch. Edler Brandy, Revolver. Do you keep a revolver in your bedroom? Yeah, a bad habit. One who has a lot to lose has a lot to fear. I agree. Yeah, would you like a drink? This is a rather rare brandy. It lifts the spirits, if I may be so, poetic. Really? Tempting, but I need to keep a clear head, Mr. Wessler. Yeah, I've heard you don't despise a good vintage. And I've heard you don't despise murder, Wessler. By the way, you've heard right. But everything has its place and time. Drinks, guns, dead bodies, and the truth. Yeah, I see you're in a poetic mood as well. More like prophetic. And that's not a good sign. Yeah. Are you trying to intimidate me? No, that's not how we do business. We're gentlemen. I really hope so. Oh mein Gott, noch irgendwas hier? Was ist das denn? Ist das Krallen? Keine Ahnung. Okay, hier ist sonst nix. Also Nachttisch, teures Bett, Wessler, Fenster, Gemälde. Da ist ein Buch. Wuhu, noch ein Roman. Farewell from Folgt. Impressive bed. Looks cozy. Sure is better than a cell. That's right, Marty. I'm not sure I understand, gentlemen. We'll see about that. Da ist das Bild. Wow. Da fehlt die Ecke. This painting. It's beautiful and rather provocative. Almost makes my comb stand up. I'm not surprised. But the corner is missing. You're right, Sonny. You're quite the observer. Well, yeah, this painting's unfortunately damaged. I don't know where the missing piece could be. You don't know? Well, if you're interested, we know exactly where it is. Really? Really. It's here with us. An insignificant little piece, isn't it? But there's an exciting cat scratch on it. More like a rat scratch, because it's a monogram. A.W. That's
Albert Weßler. He's a great painter. I don't know if you've heard of him. Enough. Out with it already. What are you trying to say? I have no time for your childish charades. Easy, Weßler. We'll get to that in a bit. Okay. Jetzt geht's ans Eingemachte. Interesting. Now that I know who he really is, he doesn't even resemble Ibn Weßler. So, what do you want to know? I've Der heard you've been soziale through a Typ. rather eventful few days. Der soziale Typ haben wir freigeschaltet. Oh, you have rather good informants. Yeah, that's true. I should tell you, I see and hear everything that happens in the city. And you are exceptionally resilient. No offense. None taken. But tell me, are we going to flatter each other for a long time, or are we finally done with the courting? Straight to the point. I like it. Yeah, so let's continue like that, shall we? What do you want? How dare you intrude upon me in my own house? Oh, forgive us. Our moral compass has been confused a little bit after someone tried to kill us several times in the last 48 hours. With fire, with machine guns. I could go on. And while we're at it, you could answer some of our questions. If you've nothing to hide, you have nothing to fear. And then we'll just leave you alone. All right. I'll go along with your childish little game. I would have had a long and tedious day ahead of me anyway. So, can we start? With pleasure, Mr. Weßler. So. Wir haben noch ein paar Infos. Klicken wir jetzt erstmal an. So. Wer ist das? Das fehlt uns noch jemand. Natascha wollte uns von Weslers Zuhause fortschicken. Warum? Nur aus Sorge um uns? Oder hatte sie ein anderes Motiv? Olivia versuchte uns aus Weslers Herrensitz zu verscheuchen. Merkwürdig, aber sie schien sich echte Sorgen um uns zu machen. Jetzt haben wir endlich ein Bild von ihm. Wen haben wir hier übersehen? Naja, mal sehen. Oh Gott. Befragen! I have no idea what she sees in you, but Natasha's been seriously worried about you. Yeah, she, really worries more than usual, but it's understandable. Those disgusting messages. Disgusting, all right. Do you know why that word exactly? What? Since you've been to the Nile, I guess you know the answer to your question. Didn't it bother you, Weßler? What Natasha used to do? Surely it must have upset you. Why? Did it upset you when you discovered your wife did the same thing? What did you just say? What did you think, chicken? That I didn't? Yeah, don't make me laugh. I know about everyone who ever set foot in that place. I can even tell you who Molly's regulars were, if you're interested. Oh. You son of a... You're right, Marty. It's not worth it. You're funny, you know that? About the painting. Yeah. My brother Albert made it. He's a great talent, but, he's a rather troubled individual. Such self-criticism. What did you say? My partner means that you and your brother are very much alike. Identical twins, if I'm not mistaken. Indeed. But, what does that have to do with the painting? We'll get to that. Don't worry, Mr. Weßler. So Albert made the painting at your request, is that right? And the one that's in Natasha's room in the Tsar, too. Yeah, exactly. Is that a crime? No, it's not a crime in itself. This picture, it's rather strange, you know? Why do you think so? It's just me, Natasha, and my brother. The photo doesn't tell much in itself, yes.
But if you already have the right information, suddenly it starts to talk. Really? He fell in love with her, didn't he? Who'd you mean? Albert, of course. He fell in love with Natasha. All those sessions while he was painting the pictures. Were you there every time? You mean, me? You. No, I mean, while Albert was painting, yeah, but I wasn't there all the time. Albert was there, all along. And you think he could have fallen in love with Natasha? That's why he escaped? What do you think happened to him? Who tore out his tongue? I have no idea. Did Natasha know about what happened to your brother? No, of course not. Do you love beautiful things, Wessler? Why do you ask that? Yeah, of course. You were afraid of losing her, weren't you? To him. Stop. Enough. If you want to ask something, ask clearly. Don't play with me. You understand? We're just doing our job. Then do it clearly. And quickly. Yeah, I'm really starting to lose my patience. We visited Albert's cell and found something he seems to have forgotten to take with him in his great hurry. That's a big mistake. A classic, even. What the hell are you babbling about? This is Albert Wessler's love letter to Natasha. More like a confession. In which he tells her he's capable of doing anything for her, even the most horrible things. Yeah, this letter doesn't prove anything at all. Albert is mad. Insane. He's not, normal. No one would believe his word, don't you understand? But they believe yours, right? Because you're not Albert Wessler. You're Hobart Ibn Wessler, aren't you? How good it feels to be in his skin. How dare you? Just tell him, Sonny. I'm getting tired of this. You're just a cheap fake, Albert. You couldn't follow in your brother's footsteps even if you wanted to. No matter how hard you tried, you couldn't get Natasha either. Am I right? What? What did you just say? Das ist irgendwie sein Lieblingssatz. Was haben Sie gerade gesagt? She hates you, doesn't she? She doesn't know. She doesn't understand why. But she hates you. It's instinctive. Yeah, what do you know? What could you possibly know about suffering and loneliness and the darkness? What could you know about hate, huh? Wir können ihn jetzt vernehmen. Kurz, haben wir noch eine Info gekriegt? Nein, also geht's jetzt los. Puh. Oh! Das ist nicht so ganz das, was ich jetzt erwartet hatte. Albert is an imposter. He's not who he says he is, and might not even know who he really is. I have to concentrate on this first, to soften him up, and to avoid us being shot in the gizzard, of course. Gut. Okay. Was haben Sie sich eingebildet, Albert? Wie lange wollen Sie das alles denn durchhalten? What were you thinking, Albert? How long did you think you could keep it up? Until the end of my life, if needs. Yeah, I cared about nothing except for her to love me. Not for who Ibn was, but for who I am. Why did you think that would happen? Everybody noticed the change. Yeah, I knew it would be hard, Santino. But I also knew animals see what they want to see. I didn't have to behave like Ibn. They only had to believe I'm him. So, Sie wollten alle um Ihren schmutzigen kleinen Finger wickeln, nicht wahr? Warum haben Sie sich entschieden, an die Stelle Ihres Bruders zu treten? Das zweite wissen wir eigentlich. Es ist das Offensichtliche. Sie wollten alle um Ihre schmutzigen kleinen Finger wickeln, nicht wahr? Okay. You wanted to wrap everyone around your dirty little fingers, didn't you? I couldn't involve anyone. You have to understand. No one besides myself, of course.
Ja. Die wie vielen von dir? So, you included yourself in the plan. And did you agree with you? Do you think it's funny, Santino? The position I'm in? Do you think I did it for power? You wanted to rule over something, didn't you? Especially over Natasha. I wanted to rule my fate. My actions, my will, myself. And yeah, then over everyone else who ever did me wrong, or who I once loved. Such selflessness. Selflessness? Yeah, don't make fun of yourself, Sonny. Selflessness is the refuge of the weak and cowardly. Yeah, tell me, did you act out of selflessness when you decided to involve your partner in all this? No, Mr. Wessler, but it's not about me. You see? You two are just hypocrites, pathetic statues. But under your stone skids, yeah, you're nothing but rotting corpses. Schöne Bilder. Have you ever thought that maybe you should have become a psychologist? Yeah, you won't be laughing for long, Santino. I guarantee it. Ah, war nicht gut. So. Genießen Sie es, über andere zu bestimmen, Albert. Haben Sie es genossen, Ihrem Bruder die Zunge rauszureißen? Wie fühlt sich das an? Warum mussten Sie eben verstümmeln? Warum ihn nicht einfach sofort töten? Haben Sie jemals geglaubt, dass Sie eben Wessler sind? Oh Gott, das ist alles scheiße. Moment, als erstes sollte ich mich darauf konzentrieren, ihn weich zu kochen. 3 oder 4? Oder 4. Gell, das ist furchtbar, der Charakter. Genießen Sie es, über andere zu bestimmen, Albert. Haben Sie es genossen, Ihrem Bruder die Zunge rauszureißen? Wie fühlt sich das an? Warum mussten Sie ihn eben verstümmeln? Warum ihn einfach nicht sofort töten? Haben Sie jemals geglaubt, dass Sie eben Wessler sind? Wir nehmen mal die Nummer 3. Why did you have to mutilate Ibn? Why didn't you just kill him immediately? That's an interesting question, you see, but the answer is exceptionally simple. No matter how strange it is for you to understand, I loved my brother. Weird way of showing your love, Albert. You can't understand that. He was my everything, the only one who was close to me. Until I met Natasha. She took your brother's place pretty quickly, didn't she? There's not much room in your heart, as I see it. Yeah, you're under enough. Yeah, I must admit I've underestimated him. I am. Oh, that was just an accident, Mr. Featherland. Ja, natürlich. Just an accident? You're a dirty, clucking son of a vermin, Albert. Please, don't be vulgar, Sonny. It's too dangerous in your current situation, and doesn't even suit you. Also irgendwie sind wir gerade echt schlecht dran. Ich habe das Gefühl, wir sind gleich tot. Dass wir gleich sind und das sogar jetzt. Genießen Sie es, über andere zu bestimmen, Albert. Ich nehme jetzt das hier, weil er macht's ja aus Macht. Does it make you happy to control others, Albert? I was never the type. Not until I become one with my brother. He was different. He lived for this. He wanted to rule everything he set his gaze upon. Haven't you done the same with Natasha? I did, Detective. Yeah, exactly the same. And that's when I started to become one with my brother. Do you mean before brutally mutilating and killing him? Yeah. Long before that, Detective. Scheiße, sag mal, können wir eigentlich irgendwas machen, dass wir nicht draufgehen? Wie kamen Sie nur auf die Idee, dass Sie Natascha täuschen könnten? Was hätten Sie getan, wenn Natascha etwas bemerkt hätte? Auch Sie umgebracht? Ich nehme das zweite. What would you have done if Natasha found out? Kill her too? You know what? Maybe yeah. Maybe I would have ended myself too. Narcissistic pricks like you never commit suicide, Albert. Yeah. Are you sure you want to insult someone who's pointing a revolver at your stomach, Detective?
Okay. Albert is an imposter. Gut, also, What das were hatten you wir. thinking, Albert? How? Until the... Why did? Yeah, I... Okay. Dann nehmen wir das Why did you zweite. decide to take your brother's place? Yeah, as you're curious, from the moment I laid eyes on Natasha for the first time. But I had to convince myself that this was the only way. You've never talked about your feelings for Natasha with your brother, am I right? Are you insane? Yeah, Ibn would have had me killed immediately. And no one would ever know. So instead, you've done the same thing, haven't you? What a comfortable excuse. Comfortable? Do you think all of this was just some kind of cruel game for me? I had to destroy the person I loved and respected the most. Cry me a river. Yeah, you know, there's only a thin, fragile membrane between love and hate. If anything touches it, it tears immediately. You felt like this before, haven't you? Yeah, I can see it in your eyes. You can analyze me until the sun goes down, Wessler, but you won't get far with that. Yeah, evasive answer. So I'm right. Okay, wir müssen bei ihm anders arbeiten. So, warum nicht einfach sofort töten, hat nicht funktioniert. Das hat auch nicht funktioniert. Haben Sie jemals geglaubt, dass Sie Ibn Wessler Did sind? you ever believe that you were Ibn Wessler? Did I ever believe? I still do. I believed it all along. Don't you get it? I am Ibn Wessler. And also, Albert Wessler. I see you're starting to understand. Okay. Langsam komme ich dahinter, wie wir ihn arbeiten müssen. Sie glauben aber, dass Sie gleichzeitig zwei Personen sind. Und das sogar jetzt. So you feel you're two people at the same time? Does it sound crazy? Maybe it is. But Ibn lives inside me. Sometimes he's even stronger than Albert ever was. Do you think you can avoid the gas chamber with this, Albert? Ja, genau. Wir müssen ihn gerade andersrum rannehmen. I don't have to avoid anything, Sonny. You and your friend, will never leave this place. It's better if you start getting used to the thought. You're not the cold-blooded killer you'd like to think you are. Yeah, do you think so? Try me, detective. Jawohl. Okay. Das war also Ihr Plan. Sie bringen ihn um und wenn Sie nicht gestorben sind, dann leben Sie noch heute. Was hätten Sie getan, wenn Natascha etwas bemerkt hätte? Auch Sie umgebracht? Okay. Wie kamen Sie nur auf die Idee, dass Sie Natascha täuschen könnten? Das Erste. Also, das Erste ist so absurd, dass es wahrscheinlich das Richtige ist, weil die anderen, also das Mittlere hat ja uns ja Minuspunkte gebracht. Und das Letzte würde man eine normale Person fragen. Also nehme ich jetzt das Erste. That was your plan. Take his place and live happily ever after. Why? Isn't it good enough of a plan, Mr. Featherland? It was perfect, even in its imperfection. Which is? Ibn's ghost. His what? Please don't take it literally, Mr. Chicken. I'm not talking about, spirits. When Ibn died, I didn't just take his place, but also his role. He himself, his essence, if you will. Yeah, though I guess that's too much for you to understand. So you mean Ibn's here with us even now? He was here all along. Don't you get it? I am Hobart Ibn Wessler. I must get serious, because looking at the gun in Wessler's trembling hand, I'm afraid I don't have much time. Albert is a cruel psychopath, but maybe I can turn that cruelty against him. Okay. Dann haben Sie sich entschieden, ihn zu töten, Albert. When was the moment you decided to kill him, Albert? When I drew the last stroke on that fatal painting, Mr. Featherland. When I glanced at it for the last time, and then at Natasha, who was shivering under the weight of my gaze. You simply fell in love with her? End of story? Not in the slightest, Mr. Featherland. Love is, just chemistry. What I felt was more than that. Everybody thinks that, Albert. But we all feel the same. We're just fools. No, Mr. Featherland. Not at all.
At that moment, I knew what I was gonna do. I knew that the world was coming to an end if I didn't do it. It implodes on itself and ceases to exist. I couldn't let that happen. I couldn't. Okay. Let him have her, right? You simply wanted her for yourself. I wanted her for ourselves, Sonny. I was him by then. He just didn't know it yet. Okay. Sie genossen es auch alle an der Nase herumzuführen, ist eine normale Frage. Sie glauben also wirklich, dass sie alles mit ihrer Verrücktheit erklären können? Womit hatte sie verdient, dass Ibn sie einsperren ließ? Sie sind nur eine billige Kopie, das wissen sie doch, oder? Okay, Moment. Ich muss mit seiner Grausamkeit spielen. So, 1 und 2 würde ich einer normalen Person stellen. Ich glaube, 3 ist es. Was sagst du? Gut. What did you do that made Ibn get you locked up? That's a sharp turn, Detective. It just came to me, you know? Where did it all start? Where did all the hate and jealousy come from? Jealousy? What are you talking about? Oh, come on, Albert. Alone, locked up at the end of the world, while your brother is one of the most influential figures of Clawville, driving an expensive car, living in a mansion, with the city's most desirable woman in his bed. Why wouldn't you be jealous? Yeah, Albert was jealous of Ibn. Maybe he still is. But I understand why he did it. Albert was beyond control. And dangerous. What does that mean, exactly? Albert did our mother wrong. Poor old Mom. She never heard her fly. But Albert couldn't take that she was praising his brother all the time while Albert was just an unsuccessful, foolish, poor painter. What did you do to her, Albert? Albert killed her. It looked like an accident, but Ibn knew it wasn't. That was the last straw. Albert had to be locked up, and he agreed. He never said no to his brother. But he never forgot who did this to him either, did he? Ibn was really good to him. Visited him every week. Did everything he could. Even introduced Natasha in the end. And that was his downfall. Both of them, Sonny. And yours, too. Ja, es war schon mal gut. Haben Sie Ibn oder sich selbst mehr gehasst, Albert? Wann haben Sie sich entschieden, dass auch wir zu sterben hätten? Das wäre das mit der Grausamkeit ausnutzen. Oder das zweite. Moment. Aber vielleicht kann man seine Grausamkeit ausnutzen. Haben Sie Ibn oder sich selber mehr gehasst, Albert? Wann haben Sie sich entschieden, dass auch wir zu sterben hätten? Welche Frage würde man einer normalen Person stellen und welche Frage würde man einem Bescheuerten, also würde man gerade Kehrtwende stellen? Also 1. When did you decide that we too have to die? Can I be honest? I didn't want to hurt you, even after what you've done at the club, after interrogating Natasha and me so cruelly. I didn't care. You just saw what's on the outside, just scratching the surface. Until we found Deborah. I didn't even know about you finding her until the phone call from the Nile. Then it all became clear. I understood I underestimated you. I had to remedy that mistake before it was too late. You remove anyone if they happen to cross your path, don't you? Without... Ibn had always been like that. Albert the opposite, so don't think I wasn't struggling, but, eventually, yeah. Courage won, every time. You mean fear? Yeah. What do you know about these concepts, Detective? You spent your life chasing petty nobodies until you turned into one of them. I may be a nobody, Mr. Wessler, but at least I know who and what I am. I'm Santino Featherland. Tell me, can you still tell who you really are, Albert?
Ibn. Both of them. Neither. Enough, Santino. Enough games. Ask your last question before I get tired of you and pull the trigger. I'm very close to breaking him. But if I'm too hard on him, I could quickly be signing my death warrant. It's time to dig a little bit deeper and uncover Wessler's wounds. Okay. Also, das war gut. Natascha war gut zu ihnen, nicht wahr? Zu gut. Wenn sie noch Rückgrat hätten, hätten sie diese Waffe gegen sich selbst gerichtet. Etwas mehr nachhaken und Wesslers alte Wunden aufdecken. Die alte Wunde. Wenn sie noch Rückgrat hätten, hätten sie diese Waffe gegen sich selbst gerichtet. Ja, ich bin auch gerade... Das muss man jetzt richtig gut überlegen. Natascha war gut zu ihnen, nicht wahr? Zu gut. Boah, der zittert echt, ey, der Alte. Wenn sie noch Rückgrat hätten, hätten sie diese Waffe gegen sich selbst gerichtet. Die alte Wunde aufreißen. Was ist die alte Wunde bei Albert? Dass Natascha gut zu ihm war und er sie nicht haben konnte? Oder eben, er hat ja gesagt, wenn jemand hinter das Geheimnis kommt, hätte er Natascha umgebracht und sich selber. Einer normalen Person würde ich das Zweite sagen. Wenn du mir nach dieser ganzen Scheiße noch ein Mann bist, bring dich halt selber um. Dann machen wir eins, weil wir werden mal sehen. Sonst müssen wir den ganzen Scheiß halt nochmal machen. Natasha was kind to you, right? Too kind. Natasha was simply amazing, gentle, kind, lively, but still so distant. You're telling me. It's like she was from another world. A world where everything's full of charm and grace and everything's fragile and delicate. Do you understand? I think I do, yes. I know Albert's touch would harm her. Albert is rough. Albert can't keep such a delicate thing in his arms. That's why you had to become Ibn, am I right? I didn't take Ibn's place, Mr. Featherland. I became one with him, can't you see? It's the only way I could comprehend and accept the miracle that was Natasha. Was? I think I've corrupted her. She's not that gentle and pure creature I painted on the canvas anymore. I ruined her. She became rotten under my hands. Ja, es war gut. Vielleicht ist es noch nicht zu spät, Albert. Erzählen Sie ihr die Wahrheit und beenden Sie dieses... Maybe it's not too late, Albert. Tell her the truth and end this. No. You can't understand this. She can't either. I killed Ibn, but he also killed me, can't you see? We're nothing without each other. Ja, der zittert, der spinnt grad voll ab. You can't be two people at the same time, Albert. Nobody can bear the weight of the sins of two souls. Ibn loved her. I admired her. Ibn was crazy about her. I've been crazy for a long time. Ibn idolized her, and I hated her. And if there's anything more blind, more devoted, more extreme, and more true than love, it could only be hate, Mr. Featherland. It's an endlessly exciting, thrilling, and warm feeling. And infinitely red. Just like love. Oh mein Gott. You know you're not going to be able to go through with it, right? That you won't be able to carry the weight. But you still did it. Why? Yeah, if I didn't kill him and become one with him, Albert would have died, Mr. Featherland. And the threats? Which one of you was that? Albert or Ibn? Who wrote them? And which one of you killed Deborah? In my world, Ibn and I are inseparable. Just like love and hate are one and the same. And I hate Natasha so much that I could destroy myself along with her, just so she would die with me. Are you familiar with this feeling, Mr. Featherland? More than life itself. You see? We're not so different after all. You and I have nothing in common, Wessler. You know why?
Why, Mr. Featherland? Because if I were in your shoes, I would have pulled the trigger a long time ago. Goodbye, Sonny. So long, Albert. Okay, die legendäre Chicken Police ist wieder in Action. Ein wenig erschöpft vielleicht, aber gut in den Schuss. Gute Arbeit. Wichtiger Hinweis. Albert ist Ibn Wessler. Der geisteskranke Albert hat den Platz seines Bruders eingenommen und versucht jetzt alle Spuren zu verwischen. Wenn wir ihn jetzt nicht überführen, ist es vielleicht zu spät. Puh. So, you heard everything. Okay. I heard everything. I'm sorry you had to find out like this. And thank you. If it weren't for you... Yes, both of you would be dead, I know. But believe me, I still thought carefully before firing. Ja. About who to target? You know, I truly loved Ibn. But this man wasn't him. You felt it, didn't you? Maybe I even knew it. I don't know. But I still can't believe it. It won't be easy to process for any of us. I'm sorry I dragged you into this. And regarding Molly... The cops. But how? How do they know? I have no idea, Marty. Do not look at me. I did not call them. Olivia? Don't worry, Natasha. They won't lay a finger on you. I promise. Please, Sonny. You don't need to worry about me. I don't want to be rude, Sonny, but I'm more worried about us than her. Hello, boss. Eine Trophäe. Das Mädchen mit den... Das kann ich nicht lesen. Hello, boys. Before you say anything, we can explain. No need for that, Santino. Monica already told me everything. Monica? Hey, boys. What were you thinking? That I would just let you get killed without saying goodbye? Thanks, Mon. Should we say we owe you one? You know already, boys. Shoes are my weakness. Hey, mine too. Of all that's furry, we don't want to hear that. And boys... Yes, boss? Don't believe you'll get away with it so easily. I want a report on my desk from both of you with all the details. Am I clear? Yes, sir. Thank you, sir. It'll all make sense, believe us. Right after I figure out myself what the hell just happened. What Marty's trying to tell you is that we had good reason to investigate outside the law. But we're sorry. What happened to you, Sonny? You're sorry? Did you hit your head? Nein, hat ein Loch im Kamm. Indeed. So can we go now, boss? Without getting handcuffed? Don't give me ideas, Santino. Thanks, boss. So. Trophäe erhalten. Adieu, meine Schöne. Wir haben neue Informationen. Die schauen wir uns doch jetzt mal an. Natascha hat bis letzte Sekunde das Leben gerettet, nachdem Albert alles gestanden hatte. Damit sind wir fertig. Das war es also. Aber war das wirklich alles? Was für eine Überraschung. Letzten Endes war sie es, die abdrückte und uns rettete. Andererseits, ohne sie wären wir nie in diese Situation geraten. Monika wusste, was wir vorhatten und informierte die Jungs gerade noch rechtzeitig. Wenn sie nicht wäre, hätten uns Westlers Schergen vermutlich schon vollkommen durchlöchert.
Das kleine, haarige Herz des alten Kerls hat sich am Ende doch erweichen lassen, oder? Es braucht nur den Sturz eines Gangster-Imperiums. Mehr nicht. Falsch. Albert glaubte allen Ernstes, dass er und Ibn Wessler ein und dieselbe Person sind. 2 Seelen in einem Körper. Ich weiß gar nicht, was ich von diesem Irrsinn halten soll. Eins steht aber fest. Albert ist eine gefährliche Bestie, der das Handwerk gelegt werden muss. Komme, was wolle. Albert hätte alles getan, um sein Geheimnis zu wahren, aber es war zu spät. Natascha hatte gespürt, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Und Albert wusste, dass er nicht unerkannt bleiben würde. Ganz einfach. Tot einfach. Aber wer fehlt uns hier? So, wir haben viele Sachen hier. Timmy ist da. Oh, Filmer ist auch da. Hi, Phil. What about him? How the hell did he wind up here? I don't know, but it's suspicious. You think someone hired him? Could be. You. What are you doing here? I was just driving around. You know. Trying to feed your grandpa? So? Was it a case? Were you, maybe investigating us? What can I say, Sonny? Am I busted? Did someone hire you to follow us? I just had to keep an eye on you and not get involved. That's all. I admit there were a couple of crazy situations when it was hard not to. But you managed somehow, right? A professional's a professional, my friend. Yeah, thanks. So you won't tell us who hired you, whatever we do? Unfortunately, I can't, my friend. I made a promise. Laura war's. Oder Molly? You and your promises. Some people still take them seriously. You're a real piece of guano. You know that? Guano. Of course. I've learned everything from you, you old fart. Must be some famous historical figure. How are you with history? Not so good. You know, I've always been fascinated by the Founding War, especially the last great battle between the Alliance and the Swamp Clans. Don't believe the tales they tell about the war, Marty. There's nothing glorious or beautiful in it. Just endless suffering and misery. And a lot of money, of course. That too. Okay. Den Turm können wir nicht mehr anklicken, die Villa können wir noch Look at all these anklicken. plants. It's like nature's claiming back what's hers. Yeah, amazing. Strange how someone so rotten inside, like Wessler, can still dream something so beautiful to surround himself with. Das ist normal. Ah, look what garbage the wind brought in. Good gods, is this guy everywhere? Our faithful chronicler. I swear I'm gonna hang him someday. How the hell did you find your way here, Tim? Always where the trouble is. Sometimes I think you're the criminal mastermind behind all the dark dealings in this city. I wish. I wish too, because then we could legally throw you in jail. Okay. I love your sense of humor, Sonny. I wasn't joking. So, where did you get the scoop? Are you kidding me? The whole city's talking about you. You've left quite the mess behind. That I admit. Well, it's a miracle that all of the city's smear sheet journalists aren't here already. Oh, while we're at it, will you give me an exclusive interview? Clock off, Tim. Hey! Ach, schön. Damn, I wouldn't have thought it, but I'm glad the old hound's here. What? Are you waiting for me to change my mind? Ja, immer doch. No, sir. Then stop pecking around here. Yes, sir. I don't know if I've ever seen Monica in daylight. This means she's real, not just the ghost of the police station. So, you can finally ask her out on a date. Sag mal, wen soll denn jetzt noch alles um ein Date bitten? I didn't even hear that.
mal, wen wir alles noch anschwätzen können. Oh, das ist doch schön. Den können wir immer noch nicht ansprechen, Mann. Do you think she was part of it? I don't think so, Marty. She seemed entirely honest. Maybe she was the only one who was honest with us the whole time. You may be right. Natürlich spreche ich mit ihr. Olivia. Marty? I just, wanted to thank you For what exactly? for trying to save us. I didn't do it only for you, believe me. I loved my job while I had it. Now my employee is dead, so I don't have a job anymore. I didn't even think of that. Of course you didn't. Mit Moni rede ich noch, keine Sorge. Can I do anything to help? I think I'll manage. I always do. Look at that. The mongrel caught himself some big game. Now he can wag his tail. Yuck. You're a good boy, Bosco. Nice work. You know, folks, somebody's gotta take care of the real police work while you're tearing up the city. Sorry for the mess, Bosco, but you know us. Yeah, unfortunately, I do. How did you catch them? After the gunshot, I was sure these two would show up. They have a habit of doing that. They were already in cuffs before then, Sonny. We had the house surrounded. If you could have hung on, maybe nobody would have died. Hey, a second longer and it would have been us. That's your story? Cluck you sideways, Bosco. Ach, Holzstöckchen Bosco. Please tell me there's gonna be a glorious shootout. If we're lucky, Marty. If we're lucky. Okay. Gentlemen, Gentlemen? we're honestly very sorry it had to end like this. Yeah, this peacefully. For myself, I'm glad, gentlemen. I would have sincerely regretted it if we had to shoot both of you, but unfortunately, that seemed to be the only solution to this, rather nasty situation. Don't think we'll be behind bars for long, chickens. Whistler may be dead, but his empire still won't crumble. Oh, look at that. He can talk. In complex sentences, too. Wow. Yeah, or something like that. Amazing. Aber wir haben die Wette leider immer noch am Laufen. Hey, Mon. Jetzt schwätzen wir mit dir. Thanks again, Mon. If not for you, those furheads would have put holes in us. No wonder, since you put holes in their boss. Well, actually, that wasn't us. Then who was it? Natasha. Really? I wouldn't have thought it of her. It's a pleasant surprise. It was for us, too. Believe me. So, here they are, ladies and gentlemen. The Chicken Police. In the flesh. Damn it, Tim. Drop it and cluck off. Oh, no, boys. This time, you deserve it. What the cluck did you say, boss? Stand up straight and try to look like someone who's glad to be alive. Yes, sir. We'll try. Ooh, attention Chicken Police. Say cheese. Ich wollte eigentlich noch mit Natascha reden. Immer wenn ich auf dich höre, kommt irgendwas dabei rum. In Westlers Knast, bei Alberts Zelle, konnte ich mir das Bild nicht mehr angucken und jetzt ist hier ein Abspann. Chat, schäm dich. Schäm dich. Hey, wo kommen denn jetzt auf einmal die Menschen her? Ah, das sind die wilden Gentlemen. Nein, hatte ich noch nicht. Weil ich... Keine Ahnung.
Oh, guck mal, die Chicken Police gibt's eigentlich schon länger, seit 2011. Du hast doch irgendwie so... Irgendwas hast du an dir, Chat. Du hast das gerochen. Oh, Katzi! Ah, jetzt sehen wir mal so ein bisschen die Inspirationen auch. Wow. Nee, konnte man leider nicht. In die Villa gehen ging nicht mehr. Ich dachte eben, dass wenn ich mit Natascha rede, also als letztes, dass das dann das Ende auslöst, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, dann war es halt Monika. Aber irgendwie war das spannend. Ich hätte gerne noch gewusst, was Natascha zum Ende dazu sagt, aber gut. Wir haben auf jeden Fall... Ja, deswegen, also Monika wollte ich sowieso noch ansprechen. So, die Ladies so als letztes dann so durchgehen. Aber es gibt hier einfach noch so ein paar Sachen, die mich jetzt nerven. Da war so viel Storyline, was wir noch hätten haben können. Oh, unsere besten Freunde, die Tierchen, wie süß. Und mich ärgert es ein bisschen, dass ich nicht weiß, wer diese letzte Figur ist, die wir noch nicht aufgedeckt haben. Huch! Das finde ich ja süß. Hayao Miyazaki für alle Träume und Albträume, ja. Hier sehen wir endlich mal. Gemacht von The White Gentleman und Handy Games. It's dead. Ja. It's dead. Oh my fucking goodness. To be continued? Bitte ja! Oh! Natasha? You were expecting me, weren't you? I wouldn't say that, but I'm not surprised. I just wanted to talk to you. About what exactly? You know very well. What do you think, Natasha? Why didn't she tell me? Because she loved you. Yeah. If it wasn't for you, she may have never left the place. Perhaps she'd still be there. Ah, sheep shit. We used to dream about falling in love with a nice man who comes and saves us someday. A knight in shining armor. You know, like in the fairy tales. And how did that work out for you? She fell in love with a good guy. I didn't. I envy her. I'm not that good guy, Natasha. But if it's any consolation, she could have found him. Maybe she's living with him right now. Somewhere on the other side of the world. Well, goodbye, Sonny. So long, sweetheart. Hey, Natasha, you have a light? I've been trying to smoke this sorry-ass cig all day. It's driving me crazy. Maybe you don't really need it. Maybe you're right. Maybe. Was passiert, das passiert. Spike Spiegel. Ah! Das ist ja süß! Jetzt möchte ich sie gerne anrufen. Oh mein Gott! Was war das denn jetzt noch am Ende? Aber das war jetzt gerade eben noch ein echt süßer... Nein. 223, glaube ich. 555 223. Oh mein Gott.
Moment. Mal gucken bei den Extras. Galerie. Ah, die Bilder. Gott, das sind die ganzen Conception Arts. Ui, ist das Gott. Trophäen. Ein paar fehlen uns anscheinend noch. Ich meine, Meisterschütze werde ich nie erreichen. Das wissen wir. Alle Codex-Einträge habe ich auch nicht. Erlange alle persönlichen Informationen. Spiel weiter, um diese Trophäe zu entdecken. Aha. Sherlock Holmes. Schließe das Spiel ab ohne eine einzige fehlgeschlagene Vernehmung. Das ist sehr schwierig, habe ich gehört. Schalte alle Trophäen frei. Geheime Trophäe. Also man müsste das nochmal spielen, um einige Sachen zu bekommen. Den Abspann kann man auch nochmal haben. Die Zwischensequenzen kann man auch alle haben. Da fehlt eine. Oh, die sind doch gemein. Die wollen mich dann nochmal reinpacken. Ah. Okay. Ah. Es sind das... Ja! Aber jetzt nochmal das Ganze durchspielen? Puh. Ich weiß nicht. So, jetzt holen wir erstmal Radar dazu. Moment. Da muss ich mal hier kurz raus. So. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Dann werden wir mal kurz hier... So, da. Und dann sind wir wieder im Bild. Jetzt höre ich was. Ja, ich habe dich jetzt gerade reingeholt. Hi, Radar. Hi. Jetzt kann ich dich wieder hören. Das ist aber schön. Oh mein Gott. Ich muss anscheinend dieses Spiel nochmal durchspielen. Ich bin gerade so richtig so... WTF. Passiert. Und der Chat sagt auch... Wer hört beide? Das ist sehr gut. Alter, ich bin so richtig WTF. Also, ich soll Natascha anrufen. Ich soll das Spiel nochmal spielen. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll mit diesem Spiel. Ich bin so durch. Musst du für dich selber. Ja. Ich weiß halt nicht. Also ich glaube, streamen werde ich das dann nicht nochmal. Ich muss es wahrscheinlich dann nochmal für mich machen. Ja. Aber das ist echt so, alter Verwalter. Wenn ich jetzt Spielladen mache, komme ich dann nochmal dahin, wo ich ob ich telefonieren kann? Ich meine, ins Atlas Hotel müsste ich ja dann... Nee, komme ich ja nicht mehr. Denke ich. Warte mal, wo komme ich hin? Ja, Westlers Resident, ich komme nicht mehr zum Hotel Atlas. Wo ist das? Okay. Gut. Dann würde ich sagen... Extra, Galerie. Ich klicke hier einfach manchmal schwer durch die Galerie. Oh, die sexy Bilder sind auch da. Oh la la la. Alter. Der Freund des Fischkopfs. Okay, eine Familie zum Schnurren. Modelfotografien. Oh mein Gott. Huch, ich wollte nicht wegklicken. Oh. Ich habe gerade Da siehst du die Gesichter hinter den Tieren. Ja. Das ist sexy. Alter, Madame, aber der Hohlkreuz ist nicht gesund. Der Hohlkreuz vor allem. Ich kann kein Deutsch mehr, das ist jetzt vorbei. Nach dem Spiel ist vorbei. Okay. Oh. Sag mal, Bosco und Sunny, würde ich sagen. Oh mein Gott. Ah, Katze! Die haben auf jeden Fall ihre eigene Katze hier reingepackt. Oh, warte mal, hier haben wir noch was Interessantes. Das da finde ich nämlich interessant. Sunnys Entwicklung. Also anscheinend gibt es das Spiel schon ziemlich lange, also die Storyline. Ich muss mich mal da schlau machen. Ich meine, ich hätte irgendwas im Internet gelesen, dass es anscheinend diese Charaktere schon länger gibt. So wie bei Black Set ja auch. Das lässt sich doch eigentlich relativ schnell rausfinden. Ja. Okay. Da werde ich mich aber trotzdem nochmal... Da werde ich mich jetzt trotzdem nochmal dann schlauer machen. Warte. Oh, guck mal! Sunny und Marty im Pixel-Look. Ach, ist das süß. Kann mir das jemand sticken?
Oder nein, ich mache mir das so mit Bügelperlen. Das müsste doch geil kommen. Oh mein Gott. Molly in groß? Molly am Strand. Alter, der Blick ist aber auch nicht mehr ganz gesund. Okay. Wollen wir mal zur Bewertung übergehen? Können wir machen. Ich habe schon ausreichend darüber nachgedacht, in welche Unterkategorie ich es packe. Aha. Und wir packen es in Point and Click. Da, wo sie auch hingehört. Das Ding ist, es ist ein Adventure. Aber es ist auch... Es ist ein Point Nein, and Click. und das... Nein, da sind wir wieder bei dieser Sache, was die Leute sagen und was eigentlich gemeint ist, weil Genre-Definitionen sind schwammig. Okay. Und es ist ein Adventure, das ist ganz klar, aber eigentlich ist es vom Stil her mehr kein Virtual Novel, sondern Interactive Novel. Okay. Dafür haben wir aber genauso wie für Walking Simulator, falls wir da jemals hinkommen, keine eigene Kategorie. Mhm. Und das heißt, ich muss ein bisschen an der Art der Rätsel überlegen, ob es mehr ein Point-and-Click oder mehr ein Mystery-Game ist. Tatsächlich, so wie ich mir die Definitionen gemacht habe, unterscheiden die sich nur da drinne, wie die Rätsel aufgebaut sind. Und ich weiß noch nicht, wenn wir wirklich bei einem Mystery-Game ankommen, ob ich die Trennung überhaupt aufrechterhalten kann. Das ist mir jetzt zu hoch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das muss man dann sehen. Aber es ist kein Objekträtsel. Es ist also kein Interagieren mit der Umgebung Rätsel. Es ist ein Texträtsel. Von daher ist es Point and Click. Ich hatte halt eben im Internet gelesen, dass es ein Point and Click ist, deswegen habe ich das einfach jetzt unter diese Kategorie in meinem Kopf abgespeichert. Aber das Internet sagt auch, dass Mist ein Point and Click ist. Und Mist ist kein Point and Click. Also ganz ehrlich, diese Bordellfotos, teilweise würde ich mir die auch aufhängen. Ohne Scheiß. Die sind schon geil. Also das würde ich mir zum Beispiel ohne Mist aufhängen. Das nicht. Das nicht. Aber am geilsten finde ich tatsächlich hier die Echse. Die ist am allergeilsten dargestellt. Miau. Die finde ich so creepy. Ja. Ich finde so mega creepy. Der Pudel ist für mich so das absolut Letzte. Ich krieg so Schiss, wenn ich die angucke mit dieser Frise. Den Pudel finde ich am geilsten tatsächlich. Interessant, wie sich Geschmäcker verschieden sind. Mhm. Ich hätte gerne mal die Fotos gesehen, also wie die Damen das anhaben, aber das ist hier leider nicht dabei. Alter. Aber guck mal, das Modelkätzchen ist ja süß. Mhm. Die ist so goldig, die kleine Maus. Oh, guck mal. Oh. Und diese schönen grünen Augen. Ohne Scheiß, ey. Auch gute Fotos gemacht. Mhm. Zoofotografie. Ach, das Lama haben wir gar nicht gesehen. Vielleicht ist das der Maler sind, keine Ahnung. Ich sehe gerade nur das Lama. Okay, ich lasse das noch ein bisschen offen. Gut. Du sagst mir die Kategorien, der Chat ist hoffentlich bereit. Das sind Rehe. Also Hirsche. Also doch. Damm, okay, kein Rotwild? Oder ist es Rotwild? Nee. Oh, okay. Nee. Ah ja. Ganz viel Sunny. Und Natascha. Also würde ich jetzt so auf dem Foto sagen, in dem einen. Aber ja, wieso haben wir von Marty keine Bilder hier? Irgendwann lesen wir mal die Zeitungsartikel noch. Okay. Sag wir an. sind im -5 bis +5 System, nur dass wir in der Bewertung wieder auf einem Punkt sind. Hintergründe? Alles in Schwarz-Weiß, aber sehr schön gemacht. Ich würde generell Hintergründe und auch die Charaktermodelle gleich beide auf 4 setzen. Die Hintergründe theoretisch sogar auf 5. Also die waren super gemacht, sagt auch der Chat. Ja, also da bin ich,
Bei den Charaktermodellen würde ich nicht auf 5 gehen, weil ich finde, dass teilweise der Übergang von der Menschenkörper zum Tierkopf nicht... Man hätte das besser machen können, vielleicht noch? Ja, bei manchen schon. Bei manchen wirklich. Also bei manchen war es echt gut gemacht und bei manchen... so. Aber ich denke, 4 ist trotz allem gerechtfertigt. Ja. Auch wenn gerade am Ende, Entschuldigung, die Ratte von vorne, die Sprechende, dass sie unbedingt den Unterkiefer animieren mussten. Ich hatte Ratten, ich hatte lange Jahre Ratten. Und so sieht das nicht aus, wenn du eine Ratte von vorne anguckst und sie macht das Maul auf. Nein, ich weiß, das sieht so nicht aus. Aber ich fand auch generell, dass Albert Weßler am Ende etwas geschwächelt hat. Von der... Also auch da in dem Morgenmantel. Irgendwie fand ich den da ein bisschen schwächer als damals, als er da in dem Anzug aufgetaucht ist. Ja. Ich versuche gerade nochmal von aber dir die... Anzüge allein machen halt schon viel her. Ich bin gerade dabei, das Bewertungssystem aufzumachen. Ah ja. Damit ich ja auch mal Hintergründe, Sprites, Animation, da sind wir, gell? Genau. Gut. Animation finde ich halt relativ schwierig zu bewerten, weil sie generell sehr wenig Animation hatten. Es war nicht wirklich Animation vorhanden. Was aber der Stil ist, deswegen... Ja, das ist schwierig dann. Das könnte... Keine Ahnung. Aber also... 0? 0 würde ich nicht sagen. Okay. Oder? Ich weiß es nicht. Ich meine, doch normalerweise, wenn es da ist, aber keinen Impact hat, ist 0 eigentlich die richtige Wertung. Ja, deswegen, also das bisschen, was die Animationen hatten an Gesichtsmimik, nennen wir es mal so, war da. Und es war auch sehr schön in der Synchronisation, aber die wirkliche Animation, in Anführungszeichen, waren diese Zwischensequenzen, die sich ja meistens im Auto abgespielt haben. So, Moment. Da war wenig wegen der Machart, aber die Mundbewegungen waren bei einigen gut, bei einigen eher schlecht. Aber da würde ich jetzt echt einfach neutral auf eine 0 gehen. Ja, ich meine, was man bei den schlechten Mundbewegungen natürlich auch immer noch sagen muss, einen Tierkopf sprechend zu animieren. Ist sehr spannend. Vor allem, wenn man einfach nur so ein Point-and-Click hat. Das ist schon, weil es geben nicht alle Tiere das gut her. Guck mal, uns fehlen noch Unmengen von Romanen. Scheiße drauf. Ich muss das Spiel echt nochmal durchspielen. Trophäengalerie. Ich finde es schade, dass wir die Galerie nicht einfach durchlaufen lassen können. Ja, aber so kann ich es machen. Okay, dann lasse ich einfach so ein bisschen die Bildchen laufen nebenbei. Das sieht süß aus. Okay. Musik und Effekte habe ich tatsächlich überhaupt nichts mehr im Kopf. Ja, also das ist jetzt tatsächlich eine Musik, die mir nicht im Kopf bleiben wird. Anders wie jetzt zum Beispiel bei Black Set oder bei Ghost in the Tail. Die Musik von Ghost in the Tail habe ich immer noch im Kopf. Das Gedudel hier ist schön und das Lied von Natascha ist auch toll gewesen, aber es bleibt mir nicht im Gedächtnis. Also bei Ghost of a Tale hatten wir eine schöne mittlere 3 gesetzt. Ja. Black Set kann ich nicht zum Vergleich ranziehen, das ist noch im alten System da drin. Ja. Also die Musik hat von der Stimmung her super gepasst, aber ja. Interessant. Halten wir uns bei dem Chat? Musik ist nicht hängen geblieben, aber hat gepasst. Okay, dann bleiben wir bei der 1. Also Chat ist immer die letzte Instanz, sag ich. Genau. Das Wappen ist cool gemacht. Das ist echt cool. Ja. Das sieht man jetzt endlich mal in groß. Geil. Also, das Wappen sieht so aus, als würde ich mir auf ein T-Shirt drucken lassen. Ich finde das richtig cool. So, das hatte ich vorhin schon mal offen. Okay, next step. Soundeffekte. Waren da. Wenn sie verlangt waren, waren sie da, aber mehr auch nicht. Also 0. Ja.
Sie sind da. Ja, genau. Das ist 0. Es ist da. Ja. Der Chat auch. Ja, sie waren da. Passt. Bei der Sprache würde ich dann aber wieder einen höheren Wert einsetzen. Definitiv. Sprache wäre ich dann bei der 5. Weil ich habe selten so ein gut synchronisiertes Spiel gehabt. Muss ich sagen. Also das, was ich mitgekriegt habe, war definitiv geil. Es war so gut. Und es war so viel. Du konntest die Figuren ja immer nochmal anklicken und es kam nochmal was. Es ist nur ganz selten. Mein Ding ist, einiges, was ich mitgekriegt habe, das ist nicht unbedingt, aber das ist Geschmacksfrage. Dass sie das teilweise das Tierische überspielt haben, beispielsweise bei dem Pferdebarmann. Ja. Das hat es schon sehr ins Lächerliche gezogen. Der war ein Hippie, Mann. Aber es ist halt auch eine sprecherische Leistung. Ja. Das ist genau der Punkt dabei. Also, ich hätte es besser gefunden. Ja? Ich hätte es besser gefunden, wenn sie konsistent in, ich sag mal, menschlicher Sprache geblieben wären, aber ich fand das so zauberhaft, wie gerade der Louis immer gestottert hat und dann dazwischen sagt, das war so zauberhaft. Wie gesagt, das ist Geschmackssache, deswegen will ich das gar nicht. Also mir hat das sprachlich wahnsinnig gefallen. Ich feiere es. Ich muss echt sagen, ich feiere es, wie das synchronisiert worden ist. Und das halt manchmal so das Tierische rauskam und manchmal überhaupt nicht, hat mich persönlich jetzt da gar nicht gestört. Also... Wie gesagt, ich finde es halt ein bisschen inkonsistent. Aber das ist die sprecherische Leistung, nicht die Dialogleistung. Bei den Dialogen unterschreibe ich die 5 ungefragt. Ich liebe es. Also ich muss sagen, ich liebe es, wie es gemacht worden ist und dass wirklich jeder Charakter eine eigene Stimme gekriegt hat. Oh ja. Das ist schon fantastisch. Und vor allem eine sie haben schon verdammt viel Arbeit da reingesteckt. Ja. Also allein diese Dialogvielfalt zwischen Marty und Sunny, was da immer dazwischen kam, obwohl der Lieblingssatz von allen in diesem Spiel ist eindeutig halt die Klappe oder beziehungsweise halt den Schnabel. Der Punkt ist nur, und das ist nämlich genau das, worauf ich hinaus will, du musst die Leistung der Sprecher und die Texte voneinander trennen. Für mich ist beides eine 5. Für mich ist es beides eine 5. Was sagt der Chat? Bei den Dialogen okay. Also der Chat ist auch dabei. Ja, ich sehe den Chat. Was? Der Chat ist die letzte Instanz. Ich lasse es dann bei der 5 stehen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es stark Geschmackssache ist, was mich an den Sprechern stört. Es ist nicht die schauspielerische Leistung, die sie mit dem Sprechen gebracht haben, auf keinen Fall. Also Madame Seiwers macht mir Angst, egal wie. Ich finde zwar eigentlich Kaimane toll oder Krokodile, was war sie jetzt genau, scheiß drauf, aber... Alter, nein, aber ich würde trotzdem gerne mal die Models sehen mit Kopf. Die Dialoge trage ich als 5 gleich mit ein. Ja. Braucht man dann vielleicht gar nicht drüber diskutieren. Ja. Ein Nilkrokodil, jawohl. Oh, das reimt sich auch noch. Keep your gun clean, Mr. Lawman. Alter, die Sonnenblumen machen so im Hintergrund. Die sind so schön dezent. Doch kürzer ging der Rock nicht mit dem Pin-Up, ne? Die Handlung, dafür habe ich es leider zu bruchstückhaft gekriegt. Ja, du hast Neil mit IE geschrieben. Ja, du wolltest eigentlich April O'Neil schreiben. Gib es doch zu. Ein Nils-Krokodil. Ja. Er weiß, er ist noch bei meinem Cosplay von der Comic-Con. Da war ich April O'Neil. Das passt ganz gut. Ach ja. Was machst du? Alles gut. Ich wollte mich langsam zurück zu meinem Regal tasten und hatte vergessen, dass ich hier nicht am PC hänge, sondern am PlayStation-Controller. Ah, das kommt mir bekannt vor. Weißt du noch, gestern Abend ist mir alles hier runtergefallen, weil eine Katze um meine Beine strich. Ja. Also, okay. Ich brauche nicht meine Katze dafür. Okay. Ja, also es war gut erzählt, teilweise vorhersehbar, da bin ich beim Chat auch der gleichen Meinung. Wir hatten schon ziemlich schnell dann raus, also am Anfang war es wirklich erstmal so, what the fuck, wo sind wir hier gelandet? Und nachdem wir dann so
ein paar mehr Sachen hatten, also gerade als das dann mit den Zwillingen rauskam, dann waren wir ja schon ziemlich schnell bei dieser Mann in der eisernen Maske-Handlung, das eben in Anführungszeichen Philippe Louis ersetzt hat. Eine gut erzählte Standard-Krimi-Geschichte, ja. Das können wir so stehen lassen. 1 oder 2. Ich fand, es gab ein paar Schwächen. Also gerade auch, wenn du nicht weißt, in welcher Reihenfolge du die Sachen anzuklicken hast, fand ich es dann ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Weil ich bin zum Beispiel jemand, ich klicke erst alles andere an und dann die Hauptfigur. Und bei manchen Sachen war es dann einfach schon so, dass irgendwie vorausgesetzt worden ist, dass wir erst die Hauptfigur anklicken und dann erst alles drumrum. Das hatte ich noch keinem Spiel. Das hatte ich noch nicht. Und das fand ich anstrengend. Dass du Reihenfolge, dass du Dinge in der falschen Reihenfolge machst oder in der nicht angedachten Reihenfolge, passiert mal bei Adventures so häufig. Das ist, glaube ich, so der größte Flaw von dem ganzen Genre. Ja, oder was ich auch ganz schlimm jetzt fand, ist mir jetzt eben zweimal hier passiert, dass du nicht weißt, wo genau dann das Ende ist von dieser Sequenz und du dann irgendwas verpasst. Wie eben halt in Alberts Zelle, in Anführungszeichen Alberts Zimmer, dass wir die Wand nicht mehr angucken konnten. Übrigens, ich habe dann, ist das eher Steuerung? Ja, das ist dann meinetwegen Steuerung, aber das eben jetzt auch am Schluss, dass ich die Katze nicht mehr anklicken konnte. Also, dass ich nicht mehr mit Natascha reden konnte. Ich denke, in dem Fall ist es tatsächlich eher Handlung als Steuerung. Ja, das war ein bisschen schwierig. Weil es in dem Fall nicht das Vorwegnehmen von Rätsellösungen ist, sondern tatsächlich das Vorwegnehmen von Handlungselementen. Ja. Also die Handlung und Storyline sind zwei unterschiedliche Sachen, oder? Es gehört schon beides zusammen. Ja, also die Story war solide, aber eben, das hat ein bisschen geschwächelt. Ja, weil wenn das im Endeffekt ist es Game Design. Es ist ein Designpunkt, den ich hier gar nicht mit drin habe, weil der so spezifisch ist. Ja. Aber in dem Fall hat es einen negativen Effekt auf die Storyline oder auf das Erleben der Storyline gehabt, also würde ich es halt damit reinziehen. Ja, wenn du nämlich gerade einen neuen Charakter hast, quasi, den du noch gar nicht gesprochen hast und dann, wie beim Dr. Bubu, und dann klicke ich halt das Klavier an. Hey Doc, Sie spielen doch gar nicht. Ach, das gehört Ursula, ne? So. Dabei habe ich mit dem Typen doch noch gar nicht gesprochen. Da hätte ich es dann besser gefunden, wenn es da nochmal so einen Zwischenklicker gegeben hätte, von wegen, warum steht hier ein Klavier rum? Seit wann spielt der Doktor so? Und dann erstmal Cut und dann redet man und danach kommt dann nochmal die Sequenz, so wie wir sie kannten. Das hätte ich dann besser gefunden. Also würden wir bei der Handlung auf eine 1 runtergehen. Schon besser als der Durchschnitt, aber weil ordentlich erzählt, würde ich sagen, ist eine 2. Das ist schon überzeugend. Aber 1 dann mit den... Also jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Black Set, weiß nicht, wenn ich jetzt wüsste, was Black Set für eine Bewertung gekriegt hat bei Storyline. Das Problem ist, dass Black Set halt noch in der alten Bewertung drin ist, in der 3er. Okay. Da hat es eine 2, also es wäre plus minus eine 3 in dem System jetzt. Okay, gut. Also der Chat sagt auch eine 1. Ja. Dann nehmen wir das. Ach, das zweite ist der Barkeeper. Jetzt blicke ich es erst hier bei dem Bild. Dann die Figuren? Also ich kann sagen, was ich will, die werden mir im Kopf bleiben, du. Alter. Also einige davon. Ja. Oh mein Gott. Aber zum Beispiel, als du jetzt gesagt hast, den Barkeeper, den hatte ich schon wieder komplett vergessen, dass es den gab. Echt? Den hatte ich komplett schon wieder ausgeblendet. Der hat's mir völlig. Da habe ich mich an einen Charakter, mit dem wir noch nicht mal gesprochen haben. Die Eichhörnchenkellnerin, die einen so böse angeguckt hat. Ja. An die erinnere ich mich. Oder an den Meerhänder, also an diesen Hirsch. Mit dem haben wir nie gesprochen. Aber ich muss dauernd an den denken. An den Garderobenständer.
Ja, ich erinnere mich. Ja, komisch, oder? Wir haben mit denen nie gesprochen. Die Figuren sind schon... Ja, also die sind schon solide, an die erinnert man sich auf jeden Fall. Und für mich, also 4 definitiv. Ja, da würde... Nee, bei 5 würde ich sie jetzt nicht einordnen, bei 4 wäre ich dabei. Was sagt... Also... Der Chat sagt 5, aber ich würde tatsächlich auch in dem Fall Spielraum nach oben lassen wollen. Ja, also die waren echt super. Das muss man ihnen lassen, aber... Wenn man irgendwann mal feststellt, dass man Schwierigkeiten hat mit einer anderen 4, weil man das damit vergleicht, und man sagt, nee, die sind schon noch besser, ich kann den anderen keine 4 geben, obwohl die eine wären, dann kann man die immer noch auf 5 hochstufen. Okay. Ja, also weil... Würde ich sagen... Also, für eine 5 fehlt mir was noch. Irgendwas. Ich weiß jetzt nicht was, aber bei einer 4 wäre ich jetzt zum Beispiel dabei. Ich gucke gerade mal. Ah, doch. Also, ich sehe jetzt gerade, dass Sunny seit 2017 dieses Loch im Kamm hat. Oh mein Gott. Und irgendwie schon immer die Krawatte schief trägt. Ich glaube, was so ein Punkt ist, dass eine Handvoll von den Figuren, zumindest von denen, die ich mitgekriegt habe, schon Stereotype sind. Ja. Also, mein Highlight, ohne Scheiß, auch wenn es mit dem Spiel nichts zu tun hat, war, dass ich eben letzte Woche am Mittwoch beim Edelbordell gestoppt hatte und am Samstag nach der Comic-Con und der Nerd-Party in einen Club in Freiburg geschleppt worden bin und dass da genau solche Weiber mit dem Arsch gewackelt haben und ich habe nur gedacht, Scheiße! Vor allem die ganzen Kerle, die diesen Damen auf den Arsch geschaut haben und ich nur gedacht so, boah, Alter, ich bin in Klobbel. Ich bin in Klobbel. Es war echt zu übel. Ich kam mir vor, als wäre ich jetzt in dem Edelbordell, so wie die Damen angezogen waren und sich bewegten. Obwohl, das war dann eigentlich schon eher ein billiges Puff, so wie sie sich bewegten, aber von den Klamotten her war es edel. Ja, die Lemurin wird mir auch, also die Lemurin und die Hündin habe ich auch ständig im Kopf. Die war... Ja, die Lemurin, Die Lemurin war echt schön, muss ich sagen. Das ist wahr. Die war zum Beispiel von den Figuren echt gut gemacht, auch wenn wir die nie gesprochen haben. Aber das ist halt genau der Punkt, die Figuren, die man nicht gesprochen hat, die können geil designt sein, aber dann sind es die Charaktermodelle und nicht die Figuren. Weil die Figur, die keinen erkennbaren Charakter hat, ist für die Story nicht wichtig. Naja, das Eichhörnchen, die Kellnerin, war irre. Die Kellnerin hatte aber auch tatsächlich in irgendeiner Form mit der Story zu tun gehabt, durch die Art, wie auf sie reagiert worden ist. Das war schon geil. Das hat schon sehr klare Aussagen zu ihr. Ja. Vor allem Marty, den nichts erschüttert, kriegt voll die Gänsehaut. Du meinst Hühnerhaut. Genau. Aber gut, komm, Steuerung? Steuerung war ja nicht sonderlich schwer. Also, das, was man steuern konnte, was war eigentlich simpel gemacht. Also, was hatte ich an Steuerung? Schießereien. Das war meine Steuerung und sonst klicke ich mich ja durch. Naja, ja, aber auch das Klicken und Auswählen. Ich meine, du hast nie Monkey Island 4 gespielt. Nein. Dann weißt du nicht, wie viel man dabei falsch machen kann, einfach nur mit einem Zeiger auf etwas zu zeigen und das anzuklicken. Monkey Island 4 für den PC mit Maussteuerung ist nicht spielbar. Das funktioniert nicht. Also, sag es mal so, ich habe mich steuerungstechnisch aber weniger aufgeregt hier, als bei Ghost in the Tail, wo ich diese scheiß Ritterrüstung anhatte. Wobei, da ist es ein gewollter Designaspekt, ja? Ja, ich weiß!
Also... Aber wenn du den Vergleich haben möchtest, bei Ghost of a Tale ist es eine 2 gewesen. Ja, also wenn man nicht so, wie ich, zu blöd ist, die Tasten zu bedienen, weil ich halt ab und zu immer auf die Tasten falsch komme, aber das komme ich bei jedem Spiel. Das hat nichts mit diesem Spiel zu tun. War die Steuerung für das, was es soll, solide. Also es wäre auch eine 2, vielleicht eine 3. Ich will nur mal ganz kurz das Reasoning für 4 und 5. Also 4 und 5 ist es nicht. Nee, weil bei 4 und 5 würde ich schon erwarten, dass die Steuerung tatsächlich zu dem Feeling vom Spiel beiträgt. Ja. Also dass es wirklich innerhalb der Spielwelt gewollt ist. Das hast du aber bei den meisten Point-and-Click-Spielen nicht. Nee, also... das ist auch, also das Bild, das ist auch gerade wieder die Bombe. 3 wäre so das Höchste, was ich geben würde. Also, ich finde, es hat ein bisschen wenig Steuerung, aber es ist ja halt auch einfach nur Richtung Puzzlespiel, Point-and-Click, aber auch für Puzzle war es ein bisschen wenig gepuzzelt. Also 2 ist eigentlich eine solide, funktionale Steuerung. Also der Chat hat jetzt halt gefragt, ob ich gut durchgekommen bin. Ja, wenn man wie gesagt nicht so blöd ist wie ich und immer wieder auf die falschen Knöpfe drückt, dann kommt man da super durch. Aber das schaffe ich in jedem Spiel. Aber stimmt, ich erinnere mich, dass du das 1, 2, 3, 5 Mal hattest. Ja, das lag aber nicht am Spiel, sondern an mir. Muss ich dazu ganz klar sagen. Da hat das Spiel nichts mit zu tun. Das schaffe ich auch bei Final Fantasy auf die falschen Knöpfe zu kommen und regt mich jedes Mal auf. Und da ist es ja gewollt mit den ganzen Knöpfen. Also, wie gesagt, 2 oder 3. Also, bei der 3 bin ich nicht, bei der 2 wäre ich dabei. Okay. Das ist letzten Endes, die Steuerung musst du eigentlich alleine bewerten, es sei denn, sie ist so schlecht, dass man beim Zuschauen schon sieht, wie krampfig die ist. Oh, da hätte ich ein tolles Spiel. Das kann ich aber leider nirgends spielen, weil ich es nur auf der 1er habe. Da musst du mal über die Weltkarte laufen. Dann weißt du, was eine grottige Steuerung ist. Wie gesagt, ich habe manchmal auf dem PC gespielt. Ich weiß, wie sich ein Spiel steuert, das dafür gebaut worden ist, ganz offensichtlich, absichtlich nicht gesteuert zu werden. Ah, das ist super. Oder diese Nummer bei Grim Fandango, wo du urplötzlich Tanksteuerung hast. Und dann musst du auch noch so Feinarbeit mit diesem dummen Gefährt machen. Oh mein Gott! Das war sehr frustrierend. Und weißt du, was auf der PlayStation noch für eine Trophäe aussteht für Grim Fandango? Oh, Steuerung? Spiel das gesamte Spiel in Tanksteuerung. Nein, Und Matt und ich, wir saßen da beide da. Nein! Wer zur Hölle ist auf die Idee gekommen? Das wäre eine gute Idee, das als... Leute, die sadistisch sind. Nie angenommen. Ja, aber ganz ehrlich, ich frage, also wir haben gar nicht nachgeguckt, wie viele Leute die Trophäe überhaupt haben. Ich wette, da draußen sind Leute, die sind bekloppt genug dafür. Was ich schade finde jetzt gerade bei diesen Bildern hier, dass es kein Bild von Marty gibt. Es gibt Sunny, es gibt Natascha, aber es gibt keinen Marty. Dafür gibt es Zip. Ja, warum auch nicht? Also wenn man auf Katzen steht, hänge ich mir sowas auch auf. Ja. Laufwege ist bei dem Spiel nicht vorhanden. Ich wollte gerade sagen, das ist von der Machart dahingehend wie nicht Professor gewollt. Layton. Es gibt keine Laufwege. Es gibt nur, du bist in dem Bild oder du bist in dem Bild. Ja, deswegen hätte ich es jetzt dann in der Richtung dann wieder mit einem Puzzle-Game, so wie Grimtales oder so weiter, quasi verglichen. Es hat mich, wenn ich jemals zu Professor Layton komme, wird das übrigens auch so ein Ding, was sehr schwierig ist. Das wird auch als Point-and-Click-Adventure gehandelt. Das wird auch als Visual Novel gehandelt. Aber von der Art, wie die Rätsel eingebunden sind, ist es ein Mystery-Game. Ja, das weiß ich auch, dass es ein Mystery-Game ist, tatsächlich. Weil das ist von der Art mehr angelehnt, wie das, was Myst gemacht hat. Also, Chat sagt
Ja, der Punkt ist bei Professor Layton, generell bei den japanischen Adventures, dass die auf eine andere Tradition zurückgehen als die westlichen Adventures und du dasselbe Problem hast, wie wenn du japanische RPGs bewerten möchtest, weil japanische RPGs und westliche RPGs... Das ist völlig unterschiedlich. Ja, weil japanische Spiele meistens mehr auf Partybilder gehen. Während westliche Spiele meistens einen auserwählten Helden haben, was schon ein grundlegend anderes Spielprinzip bringt. Und das hier ist von dem Aufbau, also von dem Adventure-Aufbau, mehr wie japanische Adventure. Ja. Nur mal eine Frage, wer ist auf diese Idee gekommen mit diesem Bild? Ich kann die Bilder nicht sehen mit... Oh, das ist doch gut, ich weiß nicht, was du hast. Ja, das Beste ist ja, weißt du, das eine ist weiß, das andere ist gelb. Gut, Sandy ist eigentlich ein braunes Huhn, aber trotzdem so, what the fuck? Aber Laufwege fallen raus, das ist jetzt halt die Frage. Nehme ich sie ganz raus? Ja, komplett aus der Bereich. Also das würde ich in dem Fall schon sagen, weil sonst zieht es das runter, aber es, ja, das wäre halt blöd. Deswegen. Dr. Reginald B. Bubu. B. Bubu Bubu, ne? Bei der Atmosphäre. Die war eigentlich cool. Ich wollte gerade sagen, sollen wir das genaue Gegenteil von der Atmosphäre bei Jack Orlando geben, obwohl sie beide dasselbe Genre bedienen, oder genau weil sie beide dasselbe Genre bedienen und das eine es gut gemacht hat und das andere gesundheitsschädlich. Bei Jack Orlando haben wir eine -5 für die Atmosphäre angesetzt. Also ich fand die Atmosphäre hier eigentlich super gemacht. Sie hat das ja, gegeben. Deswegen sag ich möchte gerne, ob man das genaue Gegenteil geben soll. Die glatte 5 nach oben. Das wäre eine super Idee. Und das sagt auch der Chat, der wird mitgehen. Ja, also da wäre ich zum einen, weil die Atmosphäre in dem Spiel ewig geil ist und zum anderen, weil ich Jack Orlando gerne eins reinwürge, wo ich nur kann. Ich habe Jack Orlando nicht gespielt, ich habe es nur mal gegoogelt, weil ihr es dauernd hier verglichen habt. Habe ich mal geguckt, was ist Jack Orlando? Ich habe mir nur ein paar Bilder angeguckt und dachte so, was zur Hölle? Jack Orlando ist mit -14 Punkten steht es erstaunlich gut da. Okay. Die meisten Punkte hat es für die Hintergründe und für die Musik. Weil die Punkte waren gut. Ansonsten, ja. Oh mein Gott. Jemand hat sich echt die Mühe gemacht, richtige Zeitungsartikel zu schreiben. Sie sind zwar winzig klein, aber wenn ich mich jetzt da ganz nah ransetze, könnte ich es tatsächlich lesen. Und wir haben hier mehrere. Oh mein Gott. Oh, natürlich ist Bertha mit auf dem Bild. Oh Gott, der Early Birdie. Oh Gott. Und dann haben wir die Rätsel, was ja in dem Fall die Dialogoptionen waren. Das hab ich überlegt. Ach stimmt, ja. Das waren die Dialogoptionen. Also sonst gab es ja noch... Visual Novelty war in dem Fall. Ja, es gab ein paar kleine Rätsel. Also ich musste einmal eine Fessel lösen, ich musste einen Reißverschluss zumachen und dann eben diese Dinger, wo ich Fotos verbinden musste, aber die waren ja so einfach gemacht, dass du da eigentlich gar nicht groß was falsch machen konntest. Allerdings die Befragungen, die waren tricky. Weil wir haben ja festgestellt... Die waren so einfach gemacht, obwohl man da nicht großartig was machen konnte, aber bis du mal raus hattest, wie es eigentlich geht. Also gerade bei Albert am Schluss, dass man gerade alles andersrum machen muss, als man es eigentlich machen würde, war echt scheiße. Weil, ja, krankes Gehirn, aber da musst du auch erstmal drauf kommen. Ja. Gott, wir sind mit den Bildern fertig. Also das... Ja, das weiß ich nicht, ob es an der Übersetzung lag. Weil wir haben es ja auf Englisch dann gehört und die haben ja wirklich schon das Gleiche gesagt, wie wir in der Übersetzung stehen hatten. Ja, okay, das macht es natürlich. Ich hätte so vom Stil etc. gesagt zwischen einer 2 und einer 3. Aber wenn es natürlich schwer nachzuvollziehen ist, würde ich eher zu der niedrigeren Zahl tendieren. Ja, ich wäre jetzt auch eher bei einer 2 gewesen.
weil ich finde, dass das Rätseldesign passt sehr gut zur Story, zu dem Spiel, zu dem, was sie machen wollten. Und wenn man nicht so doof ist wie ich, kriegt man auch einen Reißverschluss zu. R2 sollte gehen, sagt der Chat. Ja, dann greifen wir eine 2 da ein. Der Spaßpunkt. Der war riesig. Oh mein Gott, hatte ich Spaß. Ohne Scheiß, ich habe mich schon selten so viel kaputt gelacht wie in diesem Spiel. Wegen der Dialoge, allein schon wegen dem Aussehen der Charaktere, die Idee und hey, die Kranken, so geil. Die Sanatoriumsschwester, wo der Kopf noch nicht mal im Bildschirm ist, weil sie eine fucking Giraffe war. Ich kann nimmer. Und sogar auf das ganz Gemeine auf dem Foto, wie der Chat gestern sagte, boah, die auf Klassenfotos ist echt gemein. So, Alter. Das war so fies. Ich kann immer. Also da bin ich beim Spaß bin ich ohne Scheiß 4 oder 5. Ich hatte selten so viel Spaß. Also ich fand das auch geil. Ich hatte wirklich scheiße Spaß. Was eben an diesem... Ich heul schon wieder vor Lachen, weil das einfach so dumm ist. Es ist so dumm. Ich fühle mich irgendwie bestätigt in dem, als ich im Laden an diese Hülle gerannt bin und dachte nur, was zur Hölle? Genau. Das, was ich mitgekriegt habe, war ewig geil. Chat sagt auch, es war herrlich. Also, du kommst in dieses Spiel rein und du hast erstmal diese scheiß Gockel. Erstmal schon allein das. Du lachst dich kaputt wegen dem Chara-Design und fragst dich immer, wie setzen sie es jeweils um? Und sie haben es konsequent durchgesetzt, irgendwo noch eine Krone drauf zu knallen. Da Spaß also nicht mehr mit in die Gesamtwertung eingeht. Also, ohne Scheiß. Ich bin für alles offen. Ich hatte wirklich fantastisch viel Spaß in diesem Spiel. Also da bin ich bei der 5. Ohne Scheiß, ich hatte Spaß. Du kannst Spaß sehr schlecht diskutieren. Nee, das geht nicht. Also ich habe bei vielen Spielen Spaß, ja. Aber so viel gelacht und gekreischt habe ich noch nie. Aber weißt du, das ist was damals in der alten Wertung, wo Spaß noch mit eingegangen ist, was Jack Orlando sehr gerettet hatte. Ja. Weil Spaß hat man an dem Spiel. Für die vollkommen falschen Gründe. Also, hier an den richtigen Gründen. Allein schon, wenn du Marty kennenlernst und seinen Harem. Ey. Eine Frage, die scheiß Mine konnten wir immer noch nicht mitnehmen. Die hat auch keinen Namen. Und wir wissen immer noch nicht, ob Bill oder Bob. Also es sind doch so viele Rätsel offen, die mich nerven. Das Bill oder Bob ist echt... Das nervt. Und eben dieser eine Charakter, der uns fehlt. Wer ist das zur Hölle? Wer fehlt uns da? Also aktuell steht Chicken Police zwischen Toonstruck und Beyond the Steel Sky auf Platz 2. Ich kenne beides nicht. Was ich allerdings zu Toonstruck musst du dir irgendwo mal antun. Okay. Zu Toonstruck und Beyond the Steel Sky sagen muss, die stehen auf Platz 1 und Platz 3 noch im alten System. Also die stehen mit der Wertung aus dem alten System im neuen System auf den Plätzen. Okay. Aber ich denke, es wird unter den ersten 5 bleiben, selbst wenn man die anderen irgendwann anpasst. Okay. 14 Punkte ist relativ hoch. Das ist fast die Hälfte der Maximalpunktzahl. Okay, gut. Gibt's da irgendein Spiel, was ich kenne, was da auch noch um den Dreh drin ist? Iris Fall steht mit 10 Punkten, aber auch nach altem System aktuell auf Platz 5. Stimmt, das müssten wir auch mal irgendwann noch reinbewerten. Zeit haben wir ja noch nicht. Das nächste, was du kennst von der Liste, ist Black Set, was aber auch noch im alten System drin steht, mit 4 Punkten auf 21. Erstaunlicherweise hat es nach dem alten System dieselbe Gesamtwertung wie, das könnte Fritjof interessieren, dich vielleicht auch, KGB Unleashed, was du glaube ich nicht kennst. Nee. Maniac Mansion. Hab ich gesehen, ja. Adam's Venture. Adam's Venture, was war das? Das war das, wo du mich dazu gezwungen hast, es zu Ende zu spielen in dieser dämlichen Stealth-Sequenz. Ja, das war lustig. Aber passt Black Set aber gut dazu. Und eigentlich hatte ich auch überlegt,
das Adams Venture nochmal in der PC-Version zu spielen, nur um zu gucken, ob das Gefühl, was wir mit der Story hatten, dass da Dinge fehlen, ob das wahr ist, also ob sie für diese Remastered, die wir auf der PlayStation gespielt haben, die Story verändert haben gegenüber, wenn du alle 3 Teile einzeln spielst. Der Chat fragt, warum Adams Venture so weit oben ist. Weil wir sehr, sehr viele Spieler haben, die einstellige Wertungen haben und 4 bei einer einstelligen Wertung schon eine relativ gute Wertung ist. Okay. Aber von den 4 Spielen, die eine 4er-Wertung haben, ist Adams Venture das unterste. Okay. Es war so lustig. Also das Bild würde ich mir tatsächlich aufhängen. Wo man wahrscheinlich jeder umbringen wird, der diese Liste sieht, ist die Tatsache, dass Grim Fandango aktuell mit exakt 0 Punkten dasteht. Das Spiel, was in Weiß der Teufel. So. Es war nicht schlecht, aber es war definitiv nicht das Beste, was ich jemals gespielt habe. Bei weitem nicht. Ganz offensichtlich, wenn 30 andere Titel in der Liste davor stehen. Gut, was fehlt jetzt noch in der Wertung? Also Zeit hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Was? Aber Zeit haben wir noch nicht. Ja, die Zeit habe ich zwischen... Oh, verdammt, jetzt habe ich es zugemacht. Aber 27 Stunden. Ja, also ich habe jetzt 7 Einheiten gemacht, 2 Stunden. Also jetzt die letzte ist eigentlich nur 1 Stunde etwa, ein bisschen mehr, weil ich mir halt wirklich jeden Scheiß nochmal angeguckt habe. Das Spiel selber wird mit 10 Stunden gehandelt. Das habe ich nämlich gestern nachgeguckt, weil mich das interessiert hat. So ja. Standard mittlere Länge, so, das ist das, wo ich es auch eingeschätzt hatte. Also, da ich es ja eigentlich so, ich bin ja eigentlich Rollenspieler und da ist ja die normale Spiellänge 80 Stunden, in Anführungszeichen, war es für mich jetzt eine kurzweilige Verweilung in einem kurzen Spiel wieder, aber irgendwie habe ich da gerade ja ein Faible für. Also, ich habe auch schon wieder ein dummes Spiel bestellt. Aber es ist nicht ganz so dumm wie das hier. 10 Stunden sind ein ganz guter Durchschnitt für ein Adventure. Ja, also ich habe ein bisschen länger gebraucht, aber das liegt halt an dumm. Haben wir noch eins? Ah, da ist ein... Oh, das will ich aber nicht sehen. Also das da hänge ich mir auf. Da drucke ich mir aus und hänge es mir auf. Ich finde das geil. Das finde ich ästhetisch. Ich fand es auch so schön, wie die Leute, wie Marty und Sunny, die Leute sag ich schon, die Gockel drüber, die Hühner, die Hennen, ja, die Gockel drüber diskutiert haben, was für ein Viech das ist. Ist es ein Waschbär? Nein. So, what? Ah, aber es gibt so viele Charaktere, die ich so gerne kennengelernt hätte. Ich hätte gerne Molly getroffen, ich hätte gerne Tessa getroffen und vor allem hätte ich gerne Laura getroffen. Aber ich würde mich jetzt aus dem Chat dann wieder ausklinken, dann kann ich nämlich die Playstation wieder ausmachen. Du willst mich schon verlassen? Naja, aber... Kann mir weiter zuhören, aber die Playstation würde ich gerne ausmachen. Ja, aber ich bin ja hier so weit durch. Ich würde jetzt noch einmal bei den Zwischensequenzen würde ich jetzt noch einmal das Lied hier von unserer Katze zum Abschluss spielen lassen. Und ich glaube, dann verabschieden wir uns aus Chicken Police, aus Clawville. Gut. Und ich muss jetzt dann überlegen, wie ich es dann mache, ob ich das dann halt nochmal spiele, aber streamen wahrscheinlich nicht nochmal. Und da ist sie plötzlich weg. Das ist aber in Ordnung. Aber zum Abschluss eben hören wir uns nochmal den Mond aus Bourbon an.
Sonny. Chloe's still lying in my bed, and it's dead. And painted red. Alles auf rot. Wenigstens die Videosequenzen, bis auf diese eine, haben wir alle. Nun gut. Damit sind wir vorerst mal fertig mit Chicken Police, Pointed Red. Ich hatte Spaß, wie man jetzt unschwer vorhin hören konnte. Und ich werde, glaube ich, noch sehr lange über Marty und seinen Knarrenharem lachen. In diesem Sinne, halt die Klappe, Marty. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Und wir sehen uns beim nächsten Spiel. Bussi und Papa.